Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder auf dem Community-Server. Yay! Juhu! Und hallo Kai. Jo, das ist immer ein bisschen blöd mit den Zeiten angeben, aber klappt doch ganz gut. Yay. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut durch den Mittwoch bekommen und ja. Wir sind ja jetzt hier wieder bei und oh Gott, es ist Tag. Aber ihr seht, meine Lianfarm geht's gut. Ja. Und wir bauen heute weiter. Jo. Eine ganze Menge habe ich vor. Jo. So, und jetzt muss ich mal kurz was machen. Ich muss mal kurz Discord machen. Habe nämlich gesehen, da sind schon welche. Einen wunderschönen guten Abend. Hi, hier ist der Abend. David. Hallöchen, geht's euch gut? Ja, Ja, Gut, Ja, das freut mich. etwas müde. Etwas müde. Ich würde sagen, wir bleiben heute mal hier. Ich muss mir noch Mimis Ding aufmachen. Und zwar für diese wunderschönen Windmühlen-Gedöns-Sachen hier. Also, wenn ich jetzt mal nicht dauernd auf den Chat gucke, gucke ich aufs Bild. Weil, das ist doch ein bisschen kompliziert, was ich bauen muss. Aber wir kriegen das hin, weil ich will ja diesen Windmühlenflügel daran machen. Yay. Und ihr so, was treibt ihr gerade so Schönes? ich gucke gerade, dass ich etwas vorbaue. Ah. Ich habe Ich habe eine gesehen, richtig dass klasse Insel gefunden. ich habe schon gehört, dass die ersten schon die Teleporter entdeckt haben. Hm. Mit dem sie leichter jetzt durch die Gegend können. So, ich muss mal meine Gamma ein bisschen hochstellen, sonst sehen wir hier nichts. So, okay, dann schaue ich doch mal, wie ich das jetzt am besten mache. Also, wir müssen mal den Bauplan genauer betrachten. Also ich stelle mich mal hier an die Wand und dann muss ich mal hin und her switchen. Das ist ein bisschen blöd hier, aber das kriegen wir hin. Okay. Das heißt, als erstes... Okay, gut. Ich hab's gesehen. Also, als erstes brauche ich Tatsache die hier, aber die würde ich dann gern... Ja, wir müssen uns hier erstmal eine Plattform bereiten. Wir bauen uns jetzt hier mal so eine Plattform. Warte mal, ob ich irgendwas habe. Plattform. Nicht. Okay, wir gehen erstmal was holen, damit wir da eine Plattform drauf basteln können, weil die werde ich jetzt brauchen, damit ich mein Gerüst draufstelle. Ah. Okay, also mein Ziel ist heute die Windmühle. Weil die ist ein bisschen kompliziert, die Windmühlenflügel, weil ich da ziemlich viel rumturnen muss. Hoffe ich. So, ich muss mal gucken. Ich würde ja gerne Mangrove nehmen. Wir nehmen mal das. Und dann brauche ich noch etwas für die Plattform. Das müsste eigentlich reichen. Das müsste reichen. Gut, okay. Weil wie gesagt, im Survival ist das nochmal eine andere Hausnummer. Ich hätte jetzt natürlich keine Probleme, wenn ich im Kreativ... Sag mal, würdet ihr mich hier mal durchlassen? Im Kreativ das machen könnte, aber kann ich nicht, weil ich baue, wie ihr alle wisst, auch im Survival. So, okay, als erstes müssen wir uns eine Plattform hier hinkleistern. Okay. Damit wir hier so ein bisschen das Gerüst immer hin und her schieben können. Okay, dann bauen wir uns das hier mal hoch. Ich hoffe, dass ich weit genug entfernt bin. Natürlich nicht, ich bin genau unten drunter. Okay, Gerüst wird anders gebaut. Das hier weg. Weg. Und die müssen wir Tatsache weiter da hinten
So, okay. Heißt das Gerüst. Hätte ich. Oh, jetzt muss das ein. Okay, gut. So, dann nehmen wir mal vorsichtshalber die Blöcke schon nehmen und dann brauche ich die. Ja. Oh Mann, ich und Windmühlen bauen. Gut, also, ich muss jetzt einen hier ransetzen. Warte mal, wir machen uns mal ein bisschen mal da was hin und da was hin. Gut, damit wir uns ein bisschen bewegen können hier. Dahin ein, da ein hin. Und guten Abend, lieber Paul. Kannst was? Nee, ich schrei nicht. Warum soll ich schreien? Wieso sollte ich? Rundrum. Hä? Hallo? Der Zaun? Warum ist der hier? Was macht der Zaun da? Ich hab ihn doch ganz woanders hingesetzt. Da sind ich. Einmal hier, einmal da, einmal da. So. Okay, jetzt haben wir einmal rund um die Zäune. Ja, weil wie gesagt, wir sind hier nicht im Kinderstream. Ah, okay. So, das nächste ist. Hm, Karl wird hier noch zum Mod. hallo, Hm? hm, Im YouTube-Chat. Ja, das war ich. Ja, bist noch zum Mod. ja. Ja, ein bisschen Benehmen gehört dazu. Ja. Ja. Das stimmt. Aber momentan haben wir es anscheinend mit ein paar netten Trollen zu tun. Ich weiß auch. Und das ist einmal noch ein Stück in der Ruhe. Okay, ich und nach Bildern bauen. Es ist, ja. Supi. Okay, da noch ein. Dann, um, ich kann nicht sneaken. Mann, wie oft werde ich hier noch runterfallen? Oh Mann, ich nehme jetzt Erde mit und baue mir das alles dann mit Erde vor. Das ist ja nicht auszuhalten. Ich, da. Sonst mach das mit deinen Sneak-Taster auf, Toggle, dass Ja, ich du kann halt nicht die, auf einem einmal Gerüst. Ja, ranklickst auf dem und Gerüst kann man doch nicht sneaken. Mann, ne, das stimmt, das kann man nicht. deswegen bin ich gerade. Deswegen baue ich ungern mit Gerüsten. Ist aber praktisch. Ja, die sind Hm, praktisch, aber in mancher ja, Hinsicht wie jein. jetzt nicht. Das ist ein bisschen doof. Naja, egal. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, Mhm. wir nehmen einfach jetzt mal Erde. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nicht auf den Chat gucken kann, hat das nichts mit euch zu tun, sondern dass ich hier, oh Gott, lasst mich aus diesem Gerüst raus. Dass ich hier ein bisschen, ja, aufpassen muss, was ich hier tue. Und jetzt einfach mal so hier so System. Dass wir uns hier ein bisschen freier bewegen. Breit die Dinger werden. Also wir werden es schon. Okay. Das heißt, hier. Ah, okay. Ich muss mich da vorstellen.
Der ist schon mal falsch. Geht schon mal gut los. Da ist der falsch. Was denn nun? Mann, ich und davor stehen und etwas bauen. Hm. So, das ist der hier. Das sind die Zäune. So, dann kommen da 2 rauf und hier kommen auch 2 drauf. Und dann kommen 2 daneben. 2 daneben. Wir werden das hinkriegen. Irgendwie. Seid gewiss, wir werden es irgendwie hinkriegen. So, das heißt, hier sind dann wieder die. So. Ja. Dann kommt der hier hin und dann Igitt. einer hier. Was ist der Nurio? Ich liebe das, weil meine Maus nicht. So, okay, dann haben wir. Wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich jetzt mal kurz ein Bällchen nicht auf. Weil sonst kriegen wir das nicht hin. So. Hallo? Ja, so, das ist der mit dem Einer und der geht jetzt 2 wieder hoch. Da sind es 2. Hä? Ich verstehe nicht. War ja hier unten. Und dann. Doch mal mein. So. So. Der dahin. Hat dann. Feierhöhe? 1. Hat das. 2. Mann, ich sag 2 an. Das muss 1, 2, 3, 4 Mal machen. Okay, man muss jetzt 1, 2. Okay, 4 Mal. Da ist der hier wieder vor. Und da kommt 2 hin. Das ist sozusagen der Schluss. Ja, das muss. Okay. Okay, jetzt brauche ich meine Schaufel. Habe ich eine Schaufel? Nö, ich habe keine Schaufel. Egal. Ja, da habe ich mir was an. Weil ich will das. Wenn das einmal geklappt hat, dann hat man das ja schon mal Probe gebaut und dann funktioniert das auch. Jetzt, okay, jetzt haben wir das hier. Das ist sozusagen der höchste. Den hätte ich doppelt machen. Okay. Ah, das sind. Das sind. Okay, was? Das ist. 2.
ich sag's ja, wenn ich für sowas stehe, dann... Warte mal, 1. So, das sind 2. Müsste hier eine Lücke sein. Ist sie. Okay. 1, 2. Hä? 1, 2. Da einer oder? Hier ist der Zaun drin. Da ist schon. Das ist einer. Dann kommen 2 zu 1, 2. Dann kommen hier 3. 3. Das heißt, hier kommt noch Hülle hin. Und dann kommt hier auch 2, 3. Ich bin gespannt. Dann müssten hier 2 sein. Ich wette, ich habe mich verbaut. Bin mir da ziemlich sicher. Oh, und dann müsste hier... Ja. Seht ihr? Schon habe ich wieder so ein Ding. Da. Sieht das so aus? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich vor etwas stehe, kann ich es nicht bauen. Das ist schon mal die erste Erkenntnis, die ich habe. Ah, wie macht man das, wenn man das nicht sehen kann? So, und von unten kann ich es auch schon wieder nicht sehen. Das sieht jedenfalls irgendwie nicht so aus, wie es sein sollte, weil ich habe auch keine Möglichkeit, mir das irgendwie anzugucken. Es sei denn, ich stecke mich kilometerweit nach oben erstmal. Nee, ich werde wahrscheinlich doch eine gerade Flügel bauen, weil die kann ich nicht. Sieht das so aus, wie es auf dem Bild ist? Bye. Welches Bild? Ja, ich habe ein Bild von Mimi gekriegt. Und ich versuche gerade rauszufinden, ob dieses Bild eine gewisse Ähnlichkeit mit dem hat, was ich da baue. Ja, scheint aber die Ähnlichkeit zu haben. Okay. Improvisier sonst. Nee, ich kann keine Windflügel improvisieren. Vergiss es. Nicht abends. Nicht, weil ich einen Kopf voll habe. Nein, das funktioniert nicht. Aber er sieht schon mal so aus, wie er sein sollte. So, jetzt müssen wir den anderen machen. Wie gesagt, notfalls beauftragen wir den Flugdienst, dass er kleine Änderungen vornehmen muss. So, okay, hier ist es so, da wird das, was ich jetzt mit dem Wolle-Gedöns gemacht habe, mit dem Holz gemacht. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier 2. Jetzt brauchen wir wieder dieses Zeug hier. Da ist der. Und dann kommen hier 2 ran. Dann kommt einer ran. Dann wieder einer ran. Und dann müssen wir wieder ein Stück höher gehen. Dann kommt hier einer ran. Müssen wir nach vorne gehen. Ich muss mich erstmal wieder reinfrümmeln. Das ist, wie gesagt, das ist immer der Unterschied, wenn man viele Dinge, die man sonst selbstverständlich baut, plötzlich im Kreativ nicht mehr bauen kann. So, das heißt, warte mal, ich habe jetzt die Einzel. Das ist der zweite Einzel. Der zweite Einzel. Heißt, der nächste ist 2. 1, 2. Und dann kommt noch ein Dreier ran. Okay. Die kriegen das hin, irgendwie. Wird schon irgendwie nach irgendwas aussehen. Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen die Herausforderung, die ich habe.
So, das heißt, wir müssen noch ein Stück nach vorne gehen. Das wird nicht reichen sonst. Also 1, 2, 3. Und da sind 3 Blöcke drauf, genau. Hier sind 2 und da oben müssten 3 sein. 1, 2, 3. Okay, das haben wir schon mal. So, und jetzt heißt es noch weiter nach vorne gehen, weil jetzt muss ich diese Wollspitze daran kleistern. Oh Mann. Okay, Okay. Okay, also die Wollspitze geht hier ran. Das heißt 1, das 4, das sind 4. So, jetzt müssen wir alles eine Etage machen. Nein, nicht auf dem Block stehen, den man abbaut. Das macht... Oh, Ach Quatsch. naja, das könnte wehtun. Glaub's mir. Ach. Das macht Aua. Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Und zwar unter dem hier. Oh Gott, da bin ich noch einen zu hoch. Wir müssen noch einen runter. Hm. Noch einen. Müssen wir die hier abbauen. Die sind uns störend. Und hier einen runter. Und dann müssen wir wieder in die Richtung. Mit Erde ist das gar nicht so schlecht. Ich glaube, Erde ist doch die bessere Wahl, wenn man solche Dinge... Okay, das heißt, da sind dann 2 übrig. Da müssen jetzt... Ja, ist die. Oh, okay. Die muss ich doppelt nehmen. Das heißt, wir sind immer noch einen zu hoch. Okay. Etwas war. Es wird so viel Erde auf den Boden fallen, aber egal. Das ist halt so. Erde, wenn ich etwas habe, ist es Erde und so. Wir müssen hier weiter runter. Vielleicht können wir das hier auch schon von unten bauen. Ja, geht. Okay, das muss 2 dick sein. Alles? Ja, die ganzen 3. Okay. Und dann bin ich unter dem Zweier. Oh. Hm. Ja, Fresse. Ja, diesen Windmühlen. So, okay. Dann haben wir den einer noch. Das ist der eine. Der geht dann runter bis da. Ich schau gleich wieder auf den Chat. Ich bin gleich wieder für euch da. Moment. Sonst verwirre ich mich hier wirklich ohne Gleichen. Okay, jetzt haben wir das Problem, wir müssen einen tiefer und das wird ein bisschen schwierig. Wartet mal. Wir müssen das hier alles weiter nach unten. Das heißt hier ran. Okay, hüpf. Reichen wir da lang. So, und dann müsste eigentlich der da eine. So, okay, gut. Ob so stimmt, wie gesagt, ich hoffe, ja, soll ich sagen, dass mein Flugdienst das dann mal später überprüft. Notfalls vielleicht eine kleine Blockkorrektur
übernimmt, falls ich mich da irgendwo vertan habe. Ich hoffe es mal nicht. So, also das ist der zweite Flügel. Jetzt müssen wir uns an den, was, der hat 4 Flügel. Bah. Okay, wollen wir das hier mal machen. Jetzt müssen wir die hier wegnehmen. Ja, das wird ja lustig. Wie soll ich denn das machen? Dann müssen wir ein Erdgerüst bauen. Das kriegen wir nicht anders hin. Wir gucken jetzt erstmal, was wir da überhaupt angestellt haben. Sammeln erstmal unsere ganze Erde hier ein. Okay, ich kann es einfach nicht sehen von hier aus. Ähm, ich glaube, es könnte sein. Das könnte aber auch sein, dass ich irgendwo einen Block vergessen habe. Das kann sein. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar hier hin. Ja, du hast einen Block vergessen. Oben, ne? Bei der rechten Seite, oder? Kann das sein? Bei dem Außending, glaube Da. ich. Was? Ich habe eine Ja, Wolle ploppen hören. Was? hier, du hattest hier den Ah, vergessen. okay. Aber die andere Seite ist, passt die? Weil ich kann das echt nicht sehen, weil ich müsste, da weiß ich, nach Timbuktu und dann habe ich die Sichtweite wieder das Problem. Weil ich ja keinen Shader an habe. Nee, die andere Seite passt. Gut, okay, danke schön, danke schön. So, okay, dann müssen wir mal weitermachen. Das heißt, hier kommen jetzt 2 ran. Dann kommen da. Nein, nicht dahin. Falsch. Oh, ich muss mich mit dem Sand hier durch die Gegend wursteln. Okay, wartet. Okay. So, dann kommt hier einer hin. Muss da nämlich genau vorstehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das heißt, hier ist einer und da müssen 2 Zoll. 1, 2. Das heißt, logischerweise geht die Wolle da auch. Okay. So, jetzt will ich aber trotzdem mal kurz aus dem Chat gucken, weil das kann ich ja nicht machen. Hallo Crafting Rex. Sorry, wenn ich hier so tief vertieft in meiner Mühle bin, aber ich habe da echt Probleme, weil wenn ich mir das Ding nämlich vom Weiten angucken will, dann macht meine Sichtweite da nicht so mit. Okay, also, und dann, wenn ich da, warte mal, wir müssen die mal wegmachen. Wenn ich da, dann habe ich den. Okay, dann kommt hier wieder einer drunter. War ja einer. Und an dem einer. Hä? Wie stimmt's? Hier kommt der hin. Das eine. Das sind 2. Warum ist das? Hä? Ja, der hin? Hä? Wartet mal. Also hier oben ist die Mitte. Dann haben wir Ist schon so den hier. richtig, Bubu. Das ist richtig, okay. Dann Ja. bin ich gerade verwirrt wegen dem, der hier hängt. Einer da. Das ist echt, weil man so dicht davor steht. Ich kann auch nicht irgendwie. Ich könnte natürlich jetzt, wie Kätzchen immer mit mir rummeckert, mit dieser komischen Kamera das machen. Mm, die funktioniert bei mir allerdings nicht so, wie ich gerne hätte. Weil die macht Probleme, sagen wir mal so. Okay, dann verstehe ich das jetzt. Wartet mal, dann ist der halt. Dann kommt hier der wieder ran. Dann ist das wieder Wolle.
Mal gucken. Ah, das sind jetzt 2 Einer, die da rankommen. Einer, Zweier. So, okay. Dann kommt hier wieder ein Zaun und zwar 2 hin. Ich interpretiere. Ein paar mehr hin. So, das heißt, wenn da 2 so eine Dinger hinkommen, 2, dann kommt hier wieder 1, 2 hin und dann nochmal ein Dreier. 1, oh, wir kriegen das hin. Irgendwie. Ist ja nur noch 1,5 Flügel zu bauen. So, okay. 2, 3. Und da kommt dann das Holz hier quasi unten drunter. Das kann ich mir merken. Können wir ja mal schon mal die Wolle hier hinsetzen. So. Kann ich hier schon langsam auf mein Dach springen. Okay, das heißt, und das sind dann nochmal 4. War ja an den oberen Woll, 1, an die 3 noch ran. 2, 3. Da kommt 1, 2. Oh, Genau. jetzt müssen wir hier wieder hochklettern. Hopp, hopp. Setz noch vorher unten das Holz ran. Warte mal. Bin schon. Habe ich auch gerade überlegt, dass das sonst etwas unsinnig wäre. So, das ist das Holz. Okay, jetzt müssen wir nach oben klettern, damit wir das andere Zeug daran kriegen. So, das heißt, wir müssen dann... Okay. Ah, sind das immer... Nee, es sind immer Zweier-Dinger hier. Okay. Ich habe noch eine Wolle, das heißt, die müsste dann daran. Ah, stimmt das jetzt? Ne, da fehlt eine Wolle fehlt, glaube ich. Eine Ja, Wolle. eine Ja. fehlt. Eine Wolle, toll. Eine Wolle. Ich stürze mich vom Dach. Ich bin beleidigt. Eine blöde Wolle wieder, ey. Ich hasse es. Gibt's doch gar nicht. Oh, wer kennt's? Doch, bei Roller. Wer kennt's? Ah, ich hasse es. So, jetzt gehe ich ins Bett vor lauter Frust. Weil ich glaube, das war die einzigste Wolle, die da fehlte. Und dann haben wir schon mal 3 Flügel. Und dann muss ich ja sowieso erstmal Spinnenweben besorgen. Brauche nämlich Wolle. Hier war doch vorhin eine runtergefallen. Die ist wahrscheinlich despawned. Ja, denke ich auch. Ach, ich brauche Ich doch glaube, ich habe Wolle. noch weiße. Du hast doch weiße Wolle. Ich gucke. Das wäre cool. Weil ich habe noch 16, die werden nicht reichen. Also 15 mit der einen abgerechneten, die da oben jetzt fehlte. Mann. Krampf. Okay. Na toll. Okay. Wir nehmen den kleinen Umweg. Wie gut, dass ich das hier schon gebaut habe. Dann können wir das so machen. Hier rum. Dann, decken wir uns nochmal. So. Ich habe welche gefunden. Sehr schön. So, stimmt das jetzt? Ja, ne? Ja. Ein. So. Okay. Das heißt, wir haben nur noch einen Flügel zu machen. Das ist schon mal schön. Okay. Vielleicht hätte ich mir eine Schaufel mitnehmen sollen. Aber hier liegt doch eine hier unten. Ah, kannst du die mit nach oben bringen? Ja, lieb. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, weil jetzt muss ich hier nämlich tiefer gehen. Oh. Hopp. Okay. Hat geklappt. Hätte auch schief gehen. So, okay. Das gleiche Spielchen jetzt nochmal von vorne. Jetzt muss ich meinen Ding hier versetzen. Also ich bin auf dem Weg nach unten. So. Okay. Gut, jetzt muss ich gucken, Ja. wo ich mein Gerüst aufbaue.
Mein Gerüst baue ich. Eine Erde. Warte mal, ich glaube, ich sollte mir noch im. Okay, jetzt müssen wir gucken. Das heißt, da kommt dann die Wolle ran. Und Oh, noch mehr. Dankeschön. Dankeschön. Das reicht auf Bitteschön. jeden Fall. So, okay. Hi. Ja, War es beabsichtigt, dass du ihr die Schafe hingeworfen hast? Was? ja. Er hat Okay. mir Schafe hingeworfen? Schaufel. Ach, Schaufel. Oh, vielen Dank. Ein übergroßer Löffel. Ein übergroßer Löffel. Genau, zum Weglöffeln der Dinge. Okay, jetzt müssen wir gucken. Also, da ist ja dieses Ding dran. Das heißt, hier. Na, kommt jetzt 2 Wolle dran. Okay. Dann, der ist. Ei, Krampf. Ah, ich hasse es, wenn ich niedrig stehe. Dann immer hüpfe. So, dann müsste da. Mann! Nicht da. Ah, noch einen höher. So, ich bin aber zu geizig. So, jetzt kommen wir da ran. Okay, jetzt müsste da der ran. Das sind 2, die da ran müssen. Heißt, wir müssen ein Stückchen in die Richtung wieder bauen. Ja, okay. Heißt, da kommen 2 ran. Das heißt, da drunter kommen 2 Zäune. Dann kommt da einer ran. Ein Zaun. Oh, wartet mal. Ich muss ein bisschen mit der Erde spielen hier. Hey, ist das. Oh, das wird nachher noch schlimmer. Okay. Dann kommt quasi hier wieder einer ran. Da kommen dann 2. Wird zu hoch. Und das alles mal ein niedriger, sonst. Das heißt, hier kommt ein zweiter Zaun dran. Ich noch den runter. Ich schmeiß hier mit Erde rum. Hehe. Darf auch mal Mhm. mit Erde spielen. So, okay, So dann haben wir so. haben wir hier 2 runter und dann muss ich das gleiche nochmal machen. Nochmal 2. Oder sind das 3? Nee, das sind 3. 3. Okay. 1, 3. Nee, das sind Nein, das 2. sind Der 2. nächste sind 3. Genau. 2. So, und jetzt kommen 3. Genau. Ab dem hier. Eigentlich immer noch zu. Okay, abbauen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Meine erste im Survival gebautem komischer Flügel. Okay. Ja, ich gucke ja mit, daher. 3. Okay, und dann die 3. 3. 3. Okay, das haben wir. Okay, jetzt muss man das Ganze mit Wolle auffüllen. Okay, das waren 2. Ein. Mann,
kann doch nicht sein, dass ich immer eins zu niedrig stehe. So. Mann, geh da ran. Und du komm runter hier. Du hast da kein Bleiberecht. So. Okay, das geht auch 2 runter. Oh. Dann der hier hin. Ich stehe immer eins zu niedrig. Es ist so. Die haben jetzt alle immer 2. Dann hat der Fehlt einer. da fehlt ein. Mach mal richtig hin, das sind nicht So, 1, warte 1, sondern mal. 1, 2. Jetzt muss ich gucken. 2. Das ist eine Reihe. Genau. Ja, der fehlt. Genau. Yay! Ich sag euch, wenn ihr davor steht, das ist echt eine ganz andere Hausnummer. Als wenn man. Ja, ich gucke ja mit dazu, deswegen ist es ja auch Ja. leichter. Es ist echt ein bisschen tricky hier gerade. Aber das, wie gesagt, so, dann muss ich jetzt noch weiter nach unten. Dann bin ich eigentlich schon auf der Ebene. Ich kann hier auf dem Baum rumklettern. So, das heißt, der ist dann wieder 4. 1, 2, 3. Hallo? Hier? Okay. So, das heißt, jetzt müssen wir die da auffüllen. Jetzt gucken wir uns hier hoch. Ja. Und er muss bis hier. So, das ist richtig? Ja, Okay. ist richtig. Yay. Vierter Fertig. Flügel. Ab. Jetzt muss noch gehübscht werden. Weil der hat ja so einen komischen Guck mal, das sieht man Bubu, gar nicht. Ja. du hast den du jetzt gerade gemacht hast, an der falschen Stelle. Warum? Der müsste eigentlich ähm, Ich sehe es. mhm. Äh, Ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, Och weil nämlich, nö. hier und hier fehlen nämlich die Zäune Ja. haben die Zäune gefehlt und du müsstest Bin einen eigentlich den runtergerutscht. genau. Oh, das heißt, ich muss den ganzen einen Flügel nochmal bauen. Hm. Kannst du den nicht versetzen? Einen höher rutschen. Kann ihn einmal versetzen. Das wäre Entweder ich mache das toll. jetzt per Hand. Das wäre Ui. toll. Weil da fehlt einem ja echt der Durchblick, wenn man davor steht. Das ist ja echt krank. Ich baue in Zukunft nur noch kleine Flügel. Ja, das ist Ich wirklich so. versetze ihn Wenn einmal. du kreativ bist, kannst du immer wieder zurückgehen. Deswegen sage ich ja, man geht immer ein Stückchen zurück, verschafft einen Überblick. Hier müsste ich dauernd hoch und runter, dann müsste ich erstmal bis nach Timbuktu laufen, damit ich das überhaupt sehe. Und dann wieder hoch halt. Ne? Also, sind wir noch morgen nicht fertig. Stimmt, der war einen hatte ich den verrutscht. Oh, soll das eigentlich? Genau. Ich habe mich schon gewundert, warum der eine sich nicht da verbunden hat. Und dann muss ich mir jetzt überlegen, was wir machen. Und zwar damit die Mitte von diesem Ding da muss was hin. Vielleicht sollte ich einfach nur, was man eigentlich nehmen kann, ist eigentlich dieser eine Stein hier, den ich ja hier im Dings verwendet habe, weil der sieht ja schon aus wie so ein Drehding, wenn ihr versteht, was ich meine.
Also der Mittelpunkt des Rades hier, da müsste man so einen Stein nehmen, dann Du sieht das meinst die Achse. genau die Achse. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Ich muss erst schlafen. Sonst fehlen mir die Worte. Hm. So, müde. Also wirklich, es ist wirklich so Tatsache, wenn ihr vor so was steht, ich könnte natürlich immer so mit so einer Kamera rausswitchen. Also wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das mache. So. Also, Meistens auf also F4, wenn du ihr die seht, ja, Freecam ja, nutzt. aber das ist dann so schnell, also das ist, ne, also ich kann aus mir rausgehen und jetzt hier durch die Gegend gucken, schaut. Ich bin nicht in mir drin, ich bin ein Geist, wir gucken uns Mimi an. Hallo Mimi, hallo Mimi. So, und das Ja, könnte die ich Freecam machen, aber da nutze ich fehlt auch. mir einfach immer noch die Übung. Also, ich rede jetzt quasi von dem Mittelpunkt, also der Achse. Und da bin ich jetzt am Überlegen. Also schön wäre natürlich, ich denke mal, wir werden so einen Stein nehmen und den da oben rein basteln. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder automatisch in mir drin bin. Ja, tu. Gut, okay. Du hast auch noch dunklen Prismarin da. Prismarin. Passt denn Dunklen nicht. hast du auch noch da. Ja, aber für so eine Achse, da muss irgendwie was mit einem Knopf oder, also früher haben wir es immer mit Knöpfe gemacht. Hm, ich bin so ein bisschen überlegen, was man nehmen kann, um diese Achse da zu machen. Noch ein, Halt. 2 raus, dann Knopf daran und, mit, Falltüren drumherum beim letzten Block. Was? Soll ich dir mal Was? Warte, ich komme. Das will ich jetzt sehen, pass was du auf, meinst. Warte, pass ich auf, brauche hier, eine Weile, 2 bis Blöcke ich die raus. Treppen hier hoch bin. Moment. So, warte. So, wir switchen raus und dann Stein. kann ich das gleichzeitig ein bisschen üben. So, okay, Mal okay, gucken, welchen okay. Button und nein, Weil das falsch. Problem ist, dass wenn ihr zum Beispiel Mauern nehmt, hallo Matze, Mauern nehmt zum Beispiel, die sich doof connecten, das wird dann also keine Stange, sondern das wird dann so etwas sehr Merkwürdiges. So meinst du? Okay. Zum Beispiel Ja. so die Achse rausmachen, wenn du die Achse nach Man hinten haben könnte, man willst, könnte natürlich grundsätzlich. auch, also anstatt des Holzes natürlich auch einen schwarzen Stein oder sowas nehmen. Also meine Idee war halt hier dieser mit dem Punkt drin, dieser, ist so, die ich in diesen Meinst du den Hängedingern Chiseled habe. oder Ich weiß nicht, wie der auf den Englisch heißt. Hängedingern? Diese, guck mal, hier sind doch die mit dem Punkt drin, die unterm Amboss stehen. Oder überm Amboss stehen. Die Dinger. Ach, die Dinger. Ja, Ups, dann, so was meinst du? genau. Und dann, weiß ich, einen reinsetzen. Und dahinter habe ich mir überlegt, ja, könnte man so lassen erst. Da kann man dann immer noch Fässer reinmachen oder so halt, ne? Aber so wäre es schon mal so eine bekloppte Mühle, sag ich mal so. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt nur das Untergestell von der fertig. Und da kommt ja jetzt eigentlich das Eigentliche ran. Ja, man kann da vieles machen mit Falltüren und also allem Möglichen halt, ne? Das ist. Also auch die Mühle selber oder so. Also diese Windblätter, das Holz drumherum, das kann man alles noch ein bisschen verzieren. Aber das sind jetzt so Sachen, wo ich sage, okay, wir machen das jetzt im Survival. Und von daher ist das für mich jetzt momentan sehr aufwendig und sehr anstrengend. Und ich möchte hier ein bisschen was schaffen. Und Meinst du so, Bubu? ja, genau, genau. Und das hintere, wie gesagt, ist ja dann kein Problem, später mal dann anders zu machen. Das kann auch so bleiben. Man kann es auch, weiß ich,
momentan, wie gesagt, momentan reicht mir das so. Ich sag das, ich muss ja jetzt auch erstmal das Ding da größer bauen, also das Haus, was da jetzt raufkommt. Es sieht, ah, ich finde diese Kamera zwar schön und gut, aber die ist immer so ruckelig. So, okay. Kannst die anders einstellen. Ja, wie gesagt, ich vergesse sowieso immer, dass ich sie habe. Das, Dann brauchst du die gar nicht. ja. So, okay, wir gehen wieder in unseren Körper und machen uns jetzt mal dran. Vielen Dank an die liebe Mimi, dass sie mir da mein Axt-Ding-Gedöns hübsch gemacht hat. Und ich mache mich jetzt dran, im Grunde genommen mir was einfallen zu lassen, wie ich jetzt ja, das Häuschen da oben drauf baue. So, da habe ich mir überlegt, vorher werden wir natürlich artig unser Zeug hier alles wegräumen. So, Wolle hier wieder rein. Care-Paket. Oi. 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 Ich werde hier immer verwöhnt. So, okay. Haben wir irgendwas an Fisch? Nein, haben wir nicht. Wir schmeißen jetzt erstmal die Mangrove da alles wieder rein. Dann, das ganze Steingestürz. Das hier. Dann haben wir das da. Ich habe hier noch mehr Wolle. Gerade gesehen. So, das ganze sandige Zeug. Schmeißen wir hier raus. Wolle hier noch da rein. Essen haben wir noch genug. So, okay. Okay, die müssen wir zur Seite packen. Weil irgendwie passt das jetzt da nicht mehr rein. Okay, gut. Wir haben mir nämlich überlegt, dass ich gerne jetzt beigehe. Bin ich schon überlegen. Ich werde Tatsache mal Gelb nehmen. Gelb. Und dann nehmen wir dazu Eiche. Weil wie gesagt, ich möchte alles so bekloppt wie möglich bauen. Es muss keinen Sinn ergeben. Es muss, ja, einfach nur irgendwas ergeben. Da. Weil, wie gesagt, später dann durch die ganzen Verzierungen tut es dann sein Übriges. So, okay, jetzt muss man erstmal hier hoch. Ah. Okay, gut. Muss mal sehen, dass wir hier irgendwie auf die Dings hier kommen. Gut. Und jetzt habe ich überlegt, das am besten. Das lassen wir gerade. Aber hier möchte ich Tatsache ein Stück. Ja, wie gesagt, es muss keinen Sinn ergeben, was ihr im Punk baut. Ist vollkommen Latte. So, man sollte seine Picke bereithalten. Bisschen noch hier was wegmachen. Und eben machen. Also, einfach so was weghauen. So, dann nach hinten, da noch so ein Ding ran. Dann müssen wir uns hier mal irgendwie durcharbeiten. Jetzt haben wir das im Haus. Das wollen wir auch nicht ganz. Okay. Ein bisschen Platz hier. Okay, da brauchen wir keinen, aber hier brauchen wir wieder einen. So, okay. Dann geben wir quasi eins. Oh. Das baue ich nämlich jetzt quasi hier in den Felsen rein. So.
Aua. Können wir es auch machen? Hm. So, okay. Autsch. So, und jetzt möchte ich das. Hm? Dann wäre der aber hier falsch. Die war da wieder falsch. Hm? Dann haben wir den. Ja. Ja, durch meine eigenen Wände nicht mehr. So. Okay, wir müssen mal das Gerüst umstellen. Das können wir dann. Gerüst bitte. Dankeschön. Oh. Hallo Alamea. Einen wunderschönen guten Abend. So. Hm? Hm? Fragt mich nicht, was ich hier baue. Wird schon irgendwas werden. Okay. Hm? Halt, ich bin noch vollkommen. Ey, Übereifer. Übereifer ist nicht. Wichtig ist ja hier nur, dass wir. Ich glaube, die eine Reihe Au, können wir da sogar das war mein wegnehmen. Handgelenk, das geknackt hatte. Autsch. Bringt dich nicht um. Hm? Bringt dich nicht um. Och, ich doch nicht. Bisschen geknacke tut nicht weh. Heißt, hier fehlt auch. Darüber hinaus ist das normal. Ich habe mir als Kind mal die Handgelenke verletzt. Da knackt die ständig. Warum macht man den so? So, okay. Mal gucken, das war da. Nein, dann muss er liegen. Ah, nicht ganz so. Oh, dann kommt der hier wieder weg. Hey. Ich wieder hinlegen hier. Halt. Dich dran. Ah, dahin. Der muss weg. Der muss. Okay, das heißt, wir haben jetzt quasi unsere Umrandung hier. Nicht schön, aber praktisch. Und jetzt müssen wir halt sehen, dass wir da irgendwie. Hallo Sagi. Leo Deal Snake Sagi Raid. Hallo zusammen. Hallöchen. Hallo, danke Sagi und Snake und Lidl, Dedel und Leo. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin hier gerade voll am, ja, irgendwas bauen. Wie gesagt, also
probiere mich hier eigentlich immer noch so ein bisschen aus, was ich hier so tue. Und, ja. So. Okay. Da haben wir auch noch nicht 5. Dann müssen wir auch auf 5. Oh. So. Okay. So. Einfach so. Den kann man dann noch reinbauen. Was da später draus wird, ist ja eine andere Geschichte. Mal sehen. Okay, dann müssten wir hier nochmal was gucken. Okay, hier könnten wir nämlich. Okay, okay. Das passt. Oh. Dann mal gucken, dass wir hier dann durchkommen. Das heißt, ich mache das dann mit Stufen und Treppen und so. Okay, gut. Okay, das heißt, jetzt brauche ich erstmal... Habe ich mit. Auch nicht schlecht. Okay, gehen wir mal runter. Das wird ein sehr abenteuerliches Gebilde. Was machen Sie hier? Ja, das war so klar. Das war so klar, dass hier ein blöder Creeper wieder auftaucht. Ah, ich hasse Creeper. Leon, nimm deine Kuschelfreunde endlich mit. Das ist ja nicht zum Aushalten. Jedes Mal. Jedes Mal. Huhu. Und hallo Hanna. Mann. Immer wenn der Name Leo im Chat steht, kommt ein Creeper und knallt mir das halbe Gebäude weg. Mann. Okay. Gut, nehmen wir das wieder mit und dann nehmen wir die mit und dann gehen wir reparieren und dann werden wir mal ausleuchten, weil die sind echt doch nicht mehr normal, diese. Okay. Kannst du die überhaupt noch mal? Ich hasse Kuschel-Dinger. Oh. Toll, jetzt sind meine Lieben Dinger die. hier auch noch runtergefallen. Guck mal, ist das denn meine Behutsamkeit? Das ist meine Behutsamkeit. Brauche ich ja gar nicht. Behutsamkeit. Ah. Okay. Gut. Ah, yes. So. Der Schaden war zum Glück noch gering, aber trotzdem. Nervt. Jedes Mal fängst du dann wieder an, Dinge zu bauen. So. Okay, dann werden wir jetzt mal ein bisschen ätzen. Leucht, leucht. Echt. So. Okay. Gut. Ähm. So. Schauen wir doch. Okay. Es ist immer noch so ungewohnt für mich hier, ohne Shader zu bauen. Okay, ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal weiß, wo ich wohne und mache. Okay, gehen wir doch mal drin hier wieder in die Höhle und holen mal Fußboden. Ja, gehen wir 2 mit. Wenn nicht. Reicht bestimmt wieder beim letzten Stein nicht, das kennen wir schon. Ah. So, okay. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Tot. Und dann bauen wir halt. Oh, ich hab's heute. Ich sollte nicht auf den Chat schielen. Ich sollte hier Tatsache nicht auf den Chat schielen.
So, okay. Wir machen das erstmal hier zu. Ah, komm schon. Ich möchte die Treppe quasi ja von außen ransetzen. Mhm. Ich hab's gewusst. Hatte ich noch welche mitgenommen. So, jetzt muss man erstmal wieder beleuchten. Leuchten. Gut, okay. Dann haben wir da oben diese eine Treppe. Okay. Hängt erstmal der Windflügel an. Jetzt habe ich überlegt, dass wir hier einfach immer jeweils solche Guckfenster rein basteln. Oh, nehmen hier. So. Vorhin habe ich ja keine mehr mit, also müssen wir welche holen. Ihr fragt euch bestimmt, was baut die da? Ich weiß es nicht. Ich durfte nicht fragen. Ich kleister einfach irgendwie Blöcke aneinander und hoffe, dass irgendwas draus wird. So. Den haben wir hier. Haben wir hier. Ja, und dann muss ich... Davon habe ich auch noch welche. Okay, dann können wir nämlich da oben die Treppe rein basteln. Yay. So. Pum, pum, pum. So, und dann werde ich einfach mal hier so ein Loch durchbohren wieder und da meine Gerüste anbringen, damit wir uns um die Treppe kümmern können. Doofeck. Ich hasse. Warum? Das müssen wir ganz anders machen. Ah, es ist da wieder eine blödsinnige Ecke hier. Oh. Warum hänge ich hier eigentlich die Zeit? Ach, wegen dem Block. Hey. Oh, okay. Weil ich möchte den quasi nicht so rum dran setzen. Nein. Ich möchte den... Mann! Setz den noch nicht mal verkehrt rum hin. Ah. Okay. So. Dann... Ja, so. So, okay. So, wie kann man sich da an dieses kleine Treppenhaus... Ich glaube, dann von der anderen Seite her ein bisschen bauen.
muss ich gucken, dass ich von der anderen Seite das... Da ist ein Treppenhaus. Gucken, dass ich die irgendwie miteinander verbunden kann. Hm, das ist das... Äh, hast du es, wenn es sich immer verkehrt rumsetzt? Mann. Hier die Linien immer schwierig. Der muss weg. Ab. Hm? Jetzt muss ich hier nämlich oben. Ja? Das irgendwie hin. Stopp. Aber das kann man Ich so dann kleine Teekanne. dann noch. Das hier mal auf. Ah, wer hat denn... Was? Wieso? Was ist mit meiner Klingel? Wieso macht die Feuerwerk? Er hat Haha, hast du jetzt schon mit? Ich war's nicht. Meine Klingel macht Feuerwerk. Meine Glocke. Nee, Ich auch Klingel nicht. macht was? Ihr macht ein Feuerwerk. Feuerwerk. Weißt du, Deine falsche modifizierte Warte das Klingel. nur. Halluzination, sagst du. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ah, ich hau mal den falschen. Ich kann heute nicht denken. Das geht mir übrigens seit ein paar Tagen so. Also, nehmt sich. Ist manchmal zwischen. Wenn ich den Kopf mit 50 Milliarden Dingen voll habe. Ja. Wird Zeit für Feierabend. Warum? Ich versuche mich ja irgendwie Ja, abzulenken. Das ist ja, wie gesagt, das, was ich ja damit bezwecke. Einfach auch zu zeigen, man kann sich hier wundervoll ablenken. Wenn man mal den Kopf eine voll hat. Padma. Oi, eine Padma. So, irgendwann werden wir hier mal So, jetzt mal durchbrechen. schauen. Ich das Ding jetzt variiere. Bin ich jetzt langsam mal auf der Höhe hier? Ah, Warte, wenn okay, auf Padma der hier Höhe bin ist. ich. Ihr Stream hat nicht funktioniert. Es gab Probleme. Achso, ich dachte schon, sie wäre Nee, sie tot. ist nicht live. Sie hatte bei ihrem Discord geschrieben gehabt, dass Ei, OBS und YouTube sich wieder in Zickenkrieg ei, angezettelt haben. das ist immer ärgerlich. Okay, hier sind Ich wir hab- auf der Etage, das heißt, wir müssen noch weiter. Ich hab halt gerade gedacht, sie wäre jetzt gestorben bei Hardcore. Spiel bei Und sie dem hat ja Hardcore-Welt. Jowei, ist sie ja noch mit bei. Ja, das hat sie ja heute eigentlich.
ist meine Maus? Weiß ich nicht. Hat die Katze die gefressen? Bitte nicht. Nein, in meinem Mauszeiger. Ach, da ist er. Hat sie versteckt. So, okay. Also mir gehen schon wieder die Stufen aus. Hier können wir dann ein Fenster reinbauen, ne? Leuchtung machen, okay. Hier wieder durch die Gegend hüpfen. Wann ist der Raid da reinkommen? Ja. Tolle Antwort. Ich habe die Leute alle schon begrüßt. War schon artig. Ja, ich war gerade nicht da. Ich habe Ich mir hatte Salat nämlich geholt. prompt dann die nette Erfahrung, dass so ein Kuschelfreund mich meinte, auch zu Besuch. Kaum, dass der Name Leo erwähnt wird. Kam einer, machte Zisch, machte Bumm. Mhm. So. So, okay, wir wollen noch ein bisschen Treppengedöns. Also, Leo hat beim nächsten Hardcore-Projekt beim Stream Verbot. Ja, aber definitiv. Kann ja nicht angehen. Jedes Mal, wenn sein Name fällt oder was, dass ich hier dann immer Kuschelfreunde auf dem Server kriege. So, müssen wir hier noch ein bisschen War nicht das wegmachen. normale Gruppe. So. Hat bestimmt YouTube so eingestellt. Okay, dann sage ich mal Huhu. Wart. So, dann wollen wir mal weiter an unserer komischen Treppe. Hallo, ich möchte. Wieso renne ich durch die falsche Tür? Ich verwirre mich hier immer selber. So, okay, Gut weiter gemacht. geht's hoch. Weiter, weiter. Eine Trendelwepper. Trendelwepper, Trendelwepper, Trendelwepper. Weil ich habe ja gesagt, ich will die Gebäude immer alle so ein bisschen verbinden miteinander. Hm. Ja. Kleine Klopf. Nochmal weg. Ein Fenster durchbauen. Weil dann brauchen wir nämlich nicht Licht hier hinmachen. Zart. Dran. Okay. Nächstes bisschen Licht an. Oh. Was? Bau. Ja, oh, ich hoffe, dass das auch. Ich hoffe. Wir haben das. Kohle, die hier runterfällt gerade. Ah, schaut mal, was da ist. Da ist die Treppe. Hab's Tatsache geschafft, ey. Wahnsinn. Ich hatte nur so eine ungefähre Ahnung, wo das hier ist.
die mit der hier verbinden. Weg. Ach. Aha. Sehr schön. Okay. Gut, dann können wir das hier ein bisschen. Das ist gemein. Nice. Ich habe ein Versteck gemacht. Du hast ein Versteck gemacht. Ja. Und dann daraus zu finden, wenn man nicht weiß, dass da was ist. So, okay, dann haben wir hier, dann können wir hier nämlich dann auch noch irgendwas hinmachen. Wie gesagt, wichtig ist jetzt erstmal, dass ich hier mehr oder weniger diese Wendeltreppe nach oben habe. Bisschen Geländer hier machen, dann ein bisschen Fenster hier so ein bisschen. Dass wir hier nicht gleich Ich bin mal irgendwo. nicht, Ja, ich bin mal nicht ansprechbar. Ich esse jetzt was. jo, macht das. Guten Appetit. Danke. Oh. Okay, und dann können wir nämlich das hier ja, in den Felsen einarbeiten. Oh. Dann machen wir hier ein Fenster hin. Hopp. Und welche von haben wir? Keine. Kommen wir mit Cola ran. Ich. Oh, einfach hier. Ach, Bobo. Ja. Wann hast du das letzte Mal im Chat geguckt? Case. Hallo. Yay. Drück dich, Case. Oh, ich freue mich. Hallo, Case. Ja, es ist schön, dass du dir auch mal wieder vorbeischaust. Mann, ich freue mich. Weil ihr müsst wissen, der gute Case ist ja aus meinem ehemaligen Blaufuchs-Server. Übrigens, Case, weißt du, wer hier ist? Auf dem Community-Server? Blue Space. Auch ein Blaufuchs. Der spielt jetzt bei uns mit. Kannst du dich noch an Blue Space erinnern? Das war der mit den verrückten Farmen. Mhm. Der hat immer die total durchgeknalltesten Farmen entwickelt. So, okay. Haben wir das jetzt? Okay. Jetzt könnte ich ja eigentlich mal den Shader anmachen, damit meine Augen sich einen Augenblick erholen. Yay. Gut. Okay. Welchen habe ich denn hier drin? Ich glaube, ich habe den falschen. Warte mal, ich mach mal den richtigen. Ist mein. Den möchte. Oh. Ja, ist schöner. Der macht das alles. Bin gestern zufällig mal auf dem Blaufuchs-Server beigeschlittert und dachte, ich schau mal nach dir. Das ist aber schön, Case. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber wie gesagt, Case und ich haben ganz viele Dinge zusammen gemacht und ja, später kam dann Kenshin dazu und Blue Space.
Also so langsam versammeln sich die Blaufüchse bei den Klötzchen, Leute. Aber das ist auch ganz schön. So, jetzt können wir ja mal so ein bisschen gucken, was ich mache. Deinem Haus geht's noch gut. Das freut mich. Ja, der Blaufuchs meinte auch so, dass er alles so gelassen hat. Auch also überhaupt auch den Weihnachtsmarkt und so. Der hat alles so gelassen. Und die vermissen uns. Aber er selber spielt ja nicht mehr. Das freut mich. Ja, mir geht's auch super. Wie gesagt, du siehst ja, wir haben jetzt unseren offiziellen großen Community-Server und so, da ist noch viel Verzierungskrempel. Warte mal, ich schwimme mal kurz zu meinem Ding hier. Mal gucken kann. Also mein Standpunkt hier. Weil ich bin gerade dabei, so ein bisschen in Steampunk zu bauen. Also, ach, ich könnte Falke hier gut gebrauchen. Falke ist ein begnadeter Steampunk-Bauer. Okay, der riesengroße Luftschiffhafen. Da habe ich mich immer gefragt, wie macht ihr das, um Survival zu bauen? Weil wir haben ja alle Survival gespielt. Mhm. So, okay, dann mal von der anderen Seite gucken. Also wie gesagt, die ganzen Verzierungen müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Also Verzierungen habe ich noch nicht dran. Das kommt aber noch, das ganze Zeug. So, wartet mal, ich stelle mich mal hier hin. Okay, gut. Also das müsste dann noch viel größer werden. Das heißt, im Grunde genommen ist das, was ich jetzt gebaut habe, der innere Teil des Äußeren. Falke kenne ich auch noch, aber... Oh, ja, genau. Die beiden. Schockni war ja mal, aber der wollte dann nicht mehr. Unser Wuff. Ragnar wäre auch cool, ja. Ja, Case, das Problem ist, wie gesagt, alle, die uns mit der Mitgliedsstufe 2 unterstützen, die dürfen hier auf dem Server. Weil das ist Bedrock und Java, weißt du? Und da steckt ein ziemlich großes Team hinter und ja, ich sag mal so, und der Kanal hier halt, der ist mehr oder weniger so eine Art von Teamkanal, wenn du verstehst. Weil die machen das hier nämlich alle freiwillig und wenn zwischendurch mal hakt oder so, dann kann ich in das Töpfchen greifen oder auch so, was den Server angeht, so mal besondere Dinge oder so. Weil wie gesagt, alles was quasi die Unterstützung für den Kanal ist, das fließt auch in die Projekte wieder rein. Weil wir haben ja Momentum auch noch. Ei, mein PC ist heute zu warm. Ich weiß auch nicht. Mach mal den Shader mal wieder aus. So. Okay, in der Hoffnung, dass sich mein PC wieder ein bisschen beruhigt. Ich weiß auch nicht, warum der heute so warm ist. Ich glaube, ich muss den mal wieder entstauben. Gut, okay, also. Das heißt, im Grunde genommen das, was ich jetzt gebaut habe, erscheint ein bisschen klein. Das heißt, ich muss das Tatsache nach außen hin noch weiter vergrößern. Das wird lustig. Okay. Das heißt, wir werden weiter mal alle möglichen Steine mitnehmen. Steine mitnehmen und davon welche mit, davon welche mit. Ja, reicht als Farben. Okay. Dann müssen wir das da oben nämlich noch größer machen, mehr Zimmer anbauen. Weil sonst ist das zu klein. Okay, weil zumindest hier unten haben wir es jetzt richtig. Jetzt muss ich hier hoch. Okay. Hier mal ein bisschen Freiheit schaffen. Eigentlich auch weg. Das muss weg. Okay. So, hier fehlen zum Beispiel. So, okay, gut. Und dann bauen wir jetzt hier eigentlich nur noch an. Okay, das heißt, ich gucke mal. Wir könnten hier eine Tür durchmachen.
Okay. Dann. Und dann haben wir ja den Stein hier. Der kann dann weg. Dann baue ich einfach an die Ding was an. Weil wie gesagt, es muss keinen Sinn. Es muss einfach nur noch etwas auf. Bin mal deine DC beigetreten. Der Live war gerade irgendwie weg bei mir. Ja, zwischendurch, ich weiß auch nicht. Also YouTube hat zwischendurch eine Macke. Keine Ahnung, woran das immer liegt. So, müssen wir mal schauen. Nee, wir machen das nur auf der Seite. Überhaupt keinen Sinn ergeben. Was ich hier tue, muss einfach nur nachher hoch. Einigermaßen ausschauen. Oh. Das heißt, weg. Mal da. Mal eine andere Farbe nehmen. Das. Wie lange haben wir das? 1, 2, 3, 4, 5, 8 noch. Passt. Okay. Ja. So. Och. Okay. Können wir hier beigehen und zum Beispiel den hier entfernen. Heißt, hier können wir auch noch mal ein Fenster reinsetzen. Oh. Hier ein Häuschen dann. Dann könnten wir bei... Warum? Hä? So habe ich die Außen und... Hä? Vollkommen verdeppert. Es ist doch hier... So. Brauchst du Hilfe, Bubu? Halt. Nein, nein, alles gut. Hat nur die Blöcke falsch jetzt. Oh. Der muss so und der muss weg. Ja, die müssen ja hier oben drauf liegen. Geht das nicht? Okay. Gut.
Mal hier das nächste Haus quasi dran. So. Das können wir machen. Dann mussten wir hier mal richten. Rechts. Möchte ich weitergehen. Okay, das möchte ich einfach nur so als Plattform, um dann später hier hinzu. Okay. Dann können wir den hier noch auf. Erde hier. So, okay. Gut, das haben wir auch. Ich möchte, soweit es geht, halt auch diesen Felsen hier halt mit benutzen. Hier könnte man so eine Art Balkon machen. Hier ist halt wieder ein Fensterchen. Auch Zäune, ja, haben wir. So. Okay. Ich mache jetzt erstmal überall nur Zäune rein. So, und dann müssen wir hier natürlich leuchten. 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 Ah. Okay. Mal hier keine Probleme kriegen. So, das heißt, das Haus wäre quasi das, was als nächstes da drauf. Wie gesagt, ich möchte das alles miteinander verbinden. So, hier ist quasi ja das Treppenhaus. Heißt, da können wir dann richtig schön Lager und weiß ich was reinbauen. So, Kroko ist auf deinem Discord interessant. Zudem bist du doch damals gewechselt vom Fuchsbau. Genau. Und der liebe Kroko ist dran schuld, dass ich jetzt mittlerweile was Eigenes mache. Er hat's verbrochen. So, okay. Dann haben wir das hier. Dann machen wir hier mal so ein bisschen Erde hier noch weg. Das ist ein bisschen natürlicher aus. So, okay. Gut, dann sind wir auf der Ebene jetzt. Ich habe gerade eine richtig dumme Idee. Ja, ich höre. Geht nie gut, wenn ich dumme Ideen habe. Nee, ich baue gerade was, was ich bei dir da einfügen will. Okay. Bin für alles offen. Okay, gut. Also Kann dir ja, das. wenn du willst, einmal kurz zeigen, das. Ja, ja, kannst Oh du Gott. gerne machen. Nein, nicht dumm. So. Ich Jetzt muss ich leg mir nämlich halt. überlegen, aus was baue ich das Dach. Wie gesagt, ich baue hier total bekloppt, ohne Sinn und Verstand. Irgendwas wird's schon. Und dann kommen nachher ganz viele Kupferelemente und Eisenelemente dann noch ran. Also jetzt durch diesen immensen Windmühlenflügel kann man natürlich sehen, was ich hier veranstalte. Die wollte ich hier auch mal wegnehmen. Oh, fällt nicht. So, das ist besser. Oh. Okay, weil ich habe ja hier, wie ihr sehen könnt, noch gar nicht wirklich irgendwo irgendwelche Verzierungen gemacht, sondern ich baue jetzt eigentlich erstmal alles massiv und dann wird es voll dekoriert. Ich gehe dann jetzt mal schlafen, wo ich bin.
Discord beigetreten, habt ihr eine Anfrage geschickt. Man sieht sich, wenn's. Och, ja, Case, ich würde mich auch freuen, wenn du mal ab und zu wieder vorbeischaust. Da freue ich mich. So, ich muss mich mal kurz hier zur Seite stellen. Wartet mal. So. Und dann kurz mal gucken, was die Mimi mir da zeigt. Okay. Teil abgeschnitten. Ich will da jetzt so ein Geil. Rad reinbauen. Ah. Geil, okay. Ich will jetzt so ein Kupferrad da reinbauen, damit es ein bisschen auch mit Steampunk Sehr zusammenpasst. schön. Eine richtige Genau, Cool. einfach Zahnräder cool dazu aus. passen. Es ist immer Steampunk. Sehr cool. Gefällt mir. So, mein Stream leckt nämlich sonst. So, okay. Apropos Zahnräder, das sind ja auch solche Dinge, die hier noch fehlen halt, ne? Also das kommt ja auch noch. Das sieht aus, als wenn da oben eher so ein Luftschiff rumschwebt. Aber naja, wie gesagt, es wird irgendwas wird's werden. Ich mache jetzt quasi erstmal sogar alles ganz grob. Alle möglichen Dinge dahin und ja. So, vielleicht sollte ich mich jetzt mal mit dem Dach befassen, von dem Gebäude. Jetzt ist die Frage, aus was mache ich das Dach? Ich werde jetzt erstmal mein Inventar wieder clearen. Das ist alles sehr unübersichtlich. Halt. Hier unsere Erde. Gelbes. Orange. Dann gut. Dann habe ich noch Eiche und okay. Packen wir mal rein. Okay. Weil jetzt muss ich mir nämlich Gedanken drüber machen, wie ich das Dach machen. Von dem er. Ich kann jetzt mal zeigen, welche Glocke ich meinte. Hier ist meine Klingel. Okay. Das ist aber ein nettes Herzlich willkommen hier. So, jetzt muss ich mir mal über Gedanken machen. Mal ein bisschen auf meinem Seerosenblatt sinnieren. Weil ich möchte jetzt Tatsache hier ein Dach übersetzen. Jetzt ist die Schwierigkeit natürlich immer, dass man das nicht alles zu dunkel kriegt. Ich würde aber bei dem unteren Haus Tatsache erstmal grob ein schwarzes Dach aufknallen. Einfach mal so, weil ich es kann. Man könnte natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Das ist alles so ein bisschen. Ja. Ich habe ja hier auch noch keine Säulen und Fässer und. Ja, ich wollte schon sagen, ist ja schon ein Erdblock. Ah, der Enderman, der treibt nämlich immer hier sein Unwesen. So, Getränke und Essen. Versus Material. Ja, ich könnte natürlich auch aus Kupfer was draufsetzen, aber das würde mit dem Stein dann nicht so hinkommen. Ich würde sagen, wir nehmen polierte Schwarzsteins. Mal sehen, was wir da draus. Ja, wir nehmen mal. Das. Ja. Okay, wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen mit dem Dach anfangen.
wartet mal. Natürlich intelligent, weil ich müsste ja vielleicht weil noch gar keine Wände und nichts. Wie soll ich denn ein Dach bauen, wenn ich noch keine Wände habe? Das hält doch gar nicht. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Das heißt, ich brauche hier. So. Was mal da. Ah, ich will nicht nur wieder weiße. Wir nehmen mal rot. Gut. Nee, wir nehmen orange. Ja, passen. Schön bunt. Weil passen tut ja alles zu Kiefer. Von daher alles. So, also wieder hoch. Dann machen wir uns schon mal an die eine Seite hier ran. Heißt, warte mal, wenn ich jetzt hier einen. Der hier. Eins. Das wären die Wände. So, da kann man natürlich ja Fenster reinsetzen. So. Ja. Okay, dann haben wir den hier. Okay. Hm. Und dann hätten wir hier nochmal. Und zwar ja, die alles einen Sinn. Oh. Oh. Weil nämlich immer noch irgendwas dahinstellen. Halt. Ich schiele schon wieder. Yay. Okay, und hier könnte man dann zum Beispiel eine Tür reinbauen. Oh. Weil hier schon wieder so ein. Weil das ist nachher auch einfacher, denn Treppen. Oh. Bin ich schon mal überlegen. Wir könnten hier natürlich wieder so einen Gang einbauen. Da könnte man eine Treppe hin. Okay, dann wäre das hier nämlich miteinander verbunden. Das dahin verbinden. So. Dann könnte ich auch
Da kann man. So, okay, dann haben wir die Seite schon mal zu. Daran. Dann machen wir dasselbe, dann. Ich habe keine Orange. Oh, darunter. Ich hänge in einer Spinnwebe. Hallo, einer Fetz. Ich wurde gerade an meine Arbeit gehindert. So, was nehmen wir da? Normale Keramik könnten wir natürlich da. Das geht auch. Ach, das ist alles nicht so wichtig, welche Farbe, was, wie, was. Halt, wir könnten gleich diese eine Treppe mit brauchen. Ah, okay. Weil wie gesagt, mir ist es halt wichtig, dass man hier irgendwie alles miteinander verbinden kann. So, okay. So, jetzt kommt man nämlich hier und da und hast du nicht gesehen. Den werden wir hier doch noch mal hochsetzen, weil dann können wir hier eine Tür mit rein basteln. Eine Tür. Es geht. So, dann machen wir die Tür. So, dann machen wir das hier. Das wird dann so eine Art Gang. Also wie gesagt, das wird nachher noch ganz anders. Also da werde ich dann noch mit Zäunen arbeiten. Ich will jetzt einfach nur mal so die Grundstruktur machen, damit ich weiß, wo nachher die Dächer alle hinkommen. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal hier wieder alles beleuchten. Haben wir nachher wieder ein Problem mit irgendwelchen netten Herrschaften hier. Okay. So, jetzt habe ich hier. Mal gucken. Heißt, hier müssen wir uns was einfallen lassen. Weil das Treppenhaus reicht. Also es ist ein bisschen kompliziert zu laufen, das Ding. Aber das macht ja. So. Okay. Das heißt. Merkwürdiges Dach, was. Ah, Scheibengleis, das ist so doof, dass es keine liegenden Treppen gibt. So, So. Hier können wir es Tatsache ein.
So. Ja. Halt nicht. So. Ich. Weil ich muss aufpassen, dass ich nicht zu. So. Ähm, Hinten. Ja, wie gesagt, hier sind die Windmühlen. Das heißt, ich muss aufpassen, dass dieses Dach hier, was ich jetzt baue, relativ flach bleibt. Ah, ist hier auch noch runtergefallen. Ei, ei, ei. Ja, erstmal wieder oben. Hm. Na, dieses Windrad muss ich ja hier oben gehen können. Heißt das, wenn das dreht, das macht hier schon gar keine Logik. Dieses Windrad ist viel zu groß. Aber muss das einen Sinn machen? Na, ganz ehrlich. Muss alles einen Sinn ergeben? Geben? Ich glaub nicht. So. Heißt, wir müssen da sozusagen wie eine Art Sparung. Okay, weil das Rad muss ja hier irgendwie durchdrehen. Das heißt, das quasi mit das Dach hier durchdrehen. Oh. Aua! Nochmal. Ansonsten, dir geht's dir gut oder was? Er hat dir gesagt, dass du mich angreifen darfst. Na komm. Ah ja, und dich dann verstecken, ne? Na komm. Put, put. Put, put. Na, sag mal. Darf ich auch mal? Na komm runter, das ist feige. Mich ärgern und von hinten angreifen hier. Na, hau dich. Komm runter. Los. Hopp. Ey, Fuß. So, weil wir müssen nämlich sehen, dass wir, das Ding hier natürlich sich drehen kann. Das heißt, das muss auch nochmal weg. Da dreht das Tatsache dieses Rad durch. Okay, das heißt, das Rad dreht hier durch. Heißt, das wird quasi dann. Schauen wir mal. So. So.
Das heißt, hier entsteht dann sozusagen noch ein kleiner Raum. Hier. Und das noch. Okay. So, das heißt, diese Mühe, dieses Rad hier kann hier durchdrehen. Obwohl, wir müssten es eigentlich noch ein zurückbauen. Warte mal, wir bauen das nochmal ein zurück, dann macht das noch mehr Sinn. Bauen. So. Ja, wir bauen das mal. Dann ist das noch ein bisschen weiter. Das nämlich Platz. Ach, ich liebe meine Ranken mittlerweile. Oh no. Oh. Hm. So, machen wir das einfach. Okay, ihr wundert euch, was dieses schwebende Ding zu bedeuten hat. Das müssen wir dann wahrscheinlich ein Stück versetzen. Okay, also hier quasi verläuft dann so, das. Da kriegen wir jetzt kein Dach. Das heißt, sie bleibt einfach nur Außenkante. Man könnte natürlich beigehen und sagen, okay, man macht es anders, aber ich denke mal, passt schon. Könnte auch die Außenmauer hier weg. Können wir auch machen. Wir können auch das Ding hier nochmal wegnehmen. Das tut nicht unbedingt von Not. Die Seite hier noch weg bis hierhin. Hier ist mein Auf- und Abbauen. Ich weiß. Ah. So, dann kann das Ding hier richtig drehen. Das kommt hier noch weg. Dann kommt hier, weiß ich, ein Zaun hin oder weiß ich was. Keine Ahnung. Mal sehen. Hier auf der Seite waren wir so weit durch. Weiß ich, Seite setzen. Und dann gucken wir mal, was machen wir da hin. Und der so. Der gehört so. Dann könnte ich dem hier einen zurück. Das da auf. Okay, dann haben wir das hier. Dann können wir hier Dach rüber. So ein ganz simples, einfaches. Muss nichts Besonderes sein, Dach. Hier fehlen allerdings von denen noch
Okay, dann muss man mal, habe ich hier die Werkbank irgendwo zwischen? Mit? Falsch. Konzentriertes Arbeiten, Miet. Aber nicht so. Ah, hat es gerade die Faultierfähigkeit? Ja, ja. Also Faultier, ich bin heute schon ein paar Mal hier durch die Gegend gefallen. Darf man alles heute nicht so ernst nehmen. Jetzt sag ich, bin bei meinem Kopf immer so in den letzten Tagen so ein bisschen woanders. Oh. Aber jetzt kriegt so. Hopp. Einfach nur das Reichen. Angestrengt. Dem- Ich hab's heute mit dem Runterfallen. Ich sollte eine Fallversicherung abschließen. Ging unerwünscht das Runterfallen. So, okay. Gut. So, okay, dann haben wir das. Man kann natürlich das Dach jetzt hier auch noch beigehen und weiter runterziehen, aber wie gesagt, das möchte ich weniger machen, weil wir können hier nämlich noch wunderschöne Sachen noch reinbasteln. So, okay, dann haben wir hier ein Fenster. Dann können wir natürlich beigehen. Wo sind meine Gerüste hier? Das natürlich hier noch so ein bisschen machen, ne? Hier rein. Oh. Dann einfach rein. Hopp. Hier hin. Den hier hin und immer. So, okay. Dann haben wir das zu. Wie gesagt, wichtig ist ja, was wir hinterher draus machen. So. Dann triggert mich der hier. Den müssen wir mal umdrehen. So, okay. Und noch so ein? Nö. Gut, okay. Das heißt, so Stück für Stück kommen die ganzen Wände. Hi, musst halt die Slime-Blöcke oder Wasser platzieren. Ja, genau. Alles voller Slime-Blöcke machen. Alles voller Slime-Blöcke. Ich stelle mir das gerade vor. Wie früher so die Turnmatten. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt.
Das heißt, hier ist ein Dach drüber, da ist ein Dach drüber. So, okay. Jetzt muss man Oder nochmal man von... macht's anders. Was? Was meinst Oder du? man macht's anders. Ja, überall Wasser hin positioniert. Okay, dann müssen wir jetzt das hier nochmal wegmachen. Weil hier kommt nämlich Tatsache, soll ja der Kran drin entstehen. Was? Hilfe! Was geschieht hier mit mir? Hallo? Hilfe! Oh Gott. Wenn ich jetzt runterfalle, Hey, bin das ich... ist wieder Bubu-Rio. Oh, ich fliege. Ich bin ein Flugbubu. Schaut mal, ich fliege. Ja, aber nicht lange. Ein Nonstop-Raid. Hallöchen. Oh Gott. Was schöne Aussicht von hier oben. Nonstop-Raid. Hallo Winnie, einer fällt. Vorsicht! Und, oh Gott. Ich stoße hier schon an die Wolken. Oh Gott. Guck, hinter dir ja, lang. Habe ich warte. einen Rettungsreifen oder sowas? Irgendwie was? Oh je. Oh je. Ich muss mal Was über macht Wasser ihr denn da? Ich versuche über Wasser Warte. zu Links kommen. Wasser. Ich Nein, 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 nein. Wasser. Wasser unter Ihr habt mir. nur Wasser gut. Quatsch im Kopf. Wasser unter mir. Bubu macht gerade eine kleine Könnte die Arschbombe. Entschuldigung. Klappt. Das war falsche. Mann, ihr seid ein Paar. Jetzt. Ich Oh, wollte nicht Levitation. Ich wollte Slow Falling eigentlich geben. na toll. Und stattdessen werde ich hier durch die Gegend katapultiert. Na toll. Wie ganz nass. Und hungrig. Nein, nicht schon wieder so ein Heini. Geh weg. Gehen Sie weg, Kuschelfreund. Hauen Sie ab in den Mangrovenwald. Sterben Sie leise und friedlich. Danke. Entschuldigung. Alles gut. Ich wollte das Gegenteil machen. Und hallo, Nonstop. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Aber somit habe ich schon wieder einen nächsten Erfolg gekriegt. Ich sage, ich will gar nichts machen. Ich krieg die alle so. Naja, mein Team wieder hier. Oh, Stinker Fritz. So, wo war ich denn gerade? Ach so, ich war gerade dabei zu erzählen, dass das Ding hier ja noch einen Kran bekommt. Und zwar soll dieser Kran sozusagen hier in diesen Raum entstehen. Und wahrscheinlich werde ich das hier noch wegmachen. Das Stück hier. Mal gucken. Ich muss mal gucken, wie viel Platz ich hier brauche. Obwohl der eigentlich relativ, wenn hier das Kranding steht und hier der Arm rausfährt, müsste das eigentlich hinhauen. Sag mal, wird schon wieder dunkel? Ich war doch gerade im Bett. Regnet wahrscheinlich. Oh, ich will aber keinen Regen. Ich stelle mich unter jetzt so. Die Natur braucht aber den Regen. Ja, ich will aber keinen Nicht, Regen. nicht in der Savanne. So, okay, dann werden wir uns jetzt mal damit auseinandersetzen, dass wir jetzt einfach mal, so, ich habe Keramik, erstmal das ganze Zeug hier wieder brav zurücksortieren, damit ich einen Überblick habe, was ich hier überhaupt noch habe. So. Ich werde mich nämlich jetzt erstmal damit auseinandersetzen. Was ich auf meine Fenster habe. Hm. Ich habe doch keine Gehirne. Okay, dann packen wir die Gehirne hier hin. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Stein. Hopp. Okay, den Rest meine Gerüste. Und jetzt habe ich nämlich vor, ich möchte Tatsache
Gitter Hast du einsetzen. gerade Gehirne gesagt? Ja, Wollte ich auch das, gerade sagen, habe ich da Gehirne gehört? ja, Gehirne. Okay. Für Müssen wir uns mich Sorgen sind, machen? Wo, für wo, mich wo, sind wo das, hast du die? Ich will auch welche. für mich sind das Gehirne. So, dann müssen wir gleich mal die Dinger da abschnippen, damit wir das hier mal alles so ein bisschen sauber kriegen. Okay. Weil wie gesagt, ich mache jetzt nur die grobe Struktur und alles andere kommt später raus. So, okay, überall schon mal so ein Gitter reinsetzen. Ihr seht, die Fenster sind hier alle relativ zugewachsen. Ich glaube, jetzt haben wir auch wieder genügend Zeug für Mossi. Das vom Großenthaaren sozusagen. Aber die sind gut gewachsen. Passt. Ich hatte nämlich keine Lust, jedes Mal in den Dschungel zu gehen, nur um mir die Zeug hier zu. Also habe ich mal ein bisschen. Das können wir dann zum Beispiel außen auch wundervoll dann noch. Wie gesagt, momentan wundert euch nicht, es ist alles ziemlich clean noch gebaut. Das, was wichtig ist, kommt Stück für Stück. Hm. Ein Haus enthaaren. Hat eindeutig zu viele Haare bekommen. Wir können das hier noch lassen. Ich kann nämlich dann noch einen hinsetzen. Wartet mal. Ja, dann können wir da nämlich hochkrabbeln. Ja. Ah, ist so eine ganze Menge gewachsen. Kann mich nicht beklagen. Hat sich gelohnt. Soll ich meinen Auslauf? Nur ich. Hallo, Blue. Weißt du, wer gerade da war im Chat? Hast du es mitgekriegt? Der gute Case. Kannst du dich noch an Case erinnern? Einen kleinen Helferwichtel vom Weihnachtsdorf. Mit wem redest du gerade? Mit, ach, das ist ja Kai. Ach, Kai. Meinte natürlich Blue. Bitte. Ja, ja. Didim. Das ist, wie gesagt, es sind zu viele Männer hier. Okay. Hier ist doch nur einer. Jo. Ich habe zwar die Masse für 2, aber ich bin allein. Ist schon zu viel. Und da ist ein Gucci reingekommen. Da ist ein Gucci. Hallo, Gucci. Guten Morgen. Na, Hallo. alles gut? Das sind die Jo, Schließer. jo, jo. Ich habe zwar die Masse für 2. Er verstärkt jetzt den einsamen Mann. Ich ausbauen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Jetzt hat man aus dem Takt gebracht. Oh, tut mir aber leid. So, okay, jetzt haben wir schon mal das hier alles drin. Es wird. Stück für Stück. Hier könnte man natürlich Nicht. auch eine Treppe nach oben bauen. Das würde auch gehen. Oder so eine Art Treppenhaus. Aber eigentlich wollte ich hier ein Treppenhaus hinbauen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das hat nicht so einen Sinn. Also können wir das hier schon mal wegnehmen.
erstmal gucken. Oh, weil da oben ist diese Plattform. Okay, das heißt, ich muss jetzt sehen, dass ich hier doch irgendwie noch ein Treppenhaus hinbastel. Okay. Weil wir haben ja noch genug Platz eigentlich. Haben wir noch- Man könnte natürlich Treppen verfrachten. Noch. Viel Vergnügen beim Einrichten. Ja, ja, das ist ja mehr Industrie als was anderes. Also von daher ist das alles ganz Paletti. Das kann man relativ gut vollknallen. Bin gerade ein bisschen down, Bubu. Oh, das tut mir leid. Es tut mir leid, Nons. Aber lass mal, solche Ach. Tage hat jeder mal. Das ist, bleibt nicht. So, dann machen wir hier einfach mal so eine Treppe, wendelige Treppe rein. Passt ins kleine Häuschen hier. Okay. Unten holen. Nach unten holen. Hallöchen. Ah, jetzt aber. Okay. Das heißt, ich stelle hier mal kurz meine Werkbank auf und mache mir mal. Ach, es geht natürlich. Okay. Okay, ich muss doch nach unten. Du bist zu Ja. klein. Naja, ich renne mal hoch, runter, hoch, runter. Heute habe ich es mit hoch und runter. So, die brauche ich. Das. Und ich kann nichts nachschauen. Was? Habe einen Realm-Server für Bedrock und irgendjemand war fleißig und... Oh. Okay. Okay. Hatte einen Realm-Server für Bedrock und irgendjemand war fleißig und griefig. Ja, das Problem ist, dass du kannst nicht nachschauen. Ja, wie gesagt, das Problem ist immer, wenn man kein Sicherheitszeug drauf hat. Deswegen legen wir da so verdammt viel Wert drauf. Deswegen dieses ganze Sicherheitsgehabe, also was unser Kirito uns so eingebläut hat. Und das ist egal, ob das Java oder Bedrock oder so ist. Also wir haben das wirklich Tatsache überall. Also das einzige höchstens, ich weiß nicht, inwieweit Cooper sich damit auskennt oder Skeletto. Das Einzigste, was du mal machen kannst, ist, ja, weiß ich, die fragen, ob die dir da irgendwie helfen können. Mal kurz was über. Da müssen wir Tatsache nicht noch ranmachen. Das heißt, hier mal eigentlich machen können. Mal austesten. Oh. Hier Hakzeit, ne? Den kann man nicht reinmachen. Der muss. Aber dann haben wir schon mal den nächsten Gang hier wieder rüber. So, mit einem kleinen Treppenhaus ist es so ein bisschen. Das können wir versetzen. Wartet mal. Wir versetzen das mal nach. Machen einfach dazu. Dann passt das auch. So, dann sind wir nämlich gleich hier oben. Dann können wir das hier wieder machen. Dann können wir hier auch noch ein Fenster reinbasteln. Ah, okay. Da. Treppenhaus. Hier könnte man dann so. Na, Freundchen mal.
Ah, Freundchen. Erstmal. So. Und dann kommt man hier halt in dieses Treppenhaus. Eckart. So. Stück für Stück halt entsteht hier was. Und manche Dinge, wie gesagt, hier soll ja das so langfahren. Das heißt, wir können hier zum Beispiel kein Glas reinsetzen, sondern hier muss man halt aufpassen, wenn man hier durchläuft, dass man nicht den Windmühlenflügel ins Gesicht kriegt. Also wie gesagt, nonstop, ich kann dir nur den Tipp geben, sprich mal Cooper oder Skeletto oder beide an, dass die dir vielleicht da helfen können. Weil die spielen, glaube ich, also ich weiß, dass Cooper zwischendurch, glaube ich, auch immer mal Bedrock gespielt hat. Der sich vielleicht da auskennt, dass er dir da irgendwie helfen kann. Bei Kirito ist eher Java. So, jetzt muss ich mir mal kurz was zu trinken holen, wenn es recht ist. Ich werde mal nach unten gehen. Ja. Sicheres Abteil und mir was zu trinken holen. Ja, ich traue hier keinem. Besonders keinen Kuschelfreunden. So, okay, bin gleich wieder da. Ich bin doch ganz weit weg von dir. Ja, eine Riesenhöhle in der So, da bin ich wieder. Almdudler, lecker. Mit oder ohne Zucker. Ah. Und nein, ich fange jetzt nicht an zu jodeln. Okay. Hallo Trio. Das Jetzt kann hat sie doch Gucci viel gejodelt. besser als Schweizer. Das ist nicht unbedingt so. Es gibt auch andere Länder, die gut jodeln können. Ja, ja. Deutschland und Es sind Bayern und so. nicht nur, Ja, ja. es sind nicht nur die Schweizer, die jodeln. Du musst nur fest genug auf den Fuß treten. Okay. Sind wir wieder Ach, hier. wird es mir schlecht. Wird es dir nicht schlecht? Warum? So die Wände und Treppe raufgehen. Ja, doch, ein bisschen. So trümmelig. Aber das ist nicht Bubu-Norm, Nein? Treppe. Da Ja. könntest du runterfallen. Ja. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen mal die Wand herräumen. Den Sand hier wegmachen, damit das Dach hier dann hinpasst.
So. Okay. Okay, so ein Holz bräuchten wir. Dann muss ich mir mal überlegen, was ich mein Dach hier. Wie gesagt, momentan ist das ja alles noch so ein bisschen wurstelig und alles noch so ein bisschen nackt. Guck mal, ich kann hier auf der Windmühle langlaufen. Hey. Okay. Also auf jeden Fall sind wir schon eine ganze Ecke weiter höher. So. Okay. Ja, was für ein Dach machen wir da drauf? Hm. Ein Kupferdach. Ein Kupferdach, ja, habe ich auch überlegt. Ich glaube, das macht Hier. sich da am besten drauf. Und wenn möglich so kompliziert wie möglich. Ja, Das kannst du ja jetzt. Abralot. Oh. Okay. Wir rennen mal wieder die gewendelte Treppe bis ganz runter in den Keller und holen uns mal Kupfer. Ah, ja, ja, ist nicht schlecht. Ah, ja, ja. Hallo Füchschen. Lange nicht gesehen. Geht's dir gut? Ja? Gut. Gut, okay. Wie macht man eigentlich die angelaufenen? Wie kann ich die machen? Hattest du da eigentlich schon was vorbereitet, Mini? Oder für Wie was? die angelaufenen Kupferdinger hier? Die Dinger da. Da bin ich noch bei, wenn du, Aber wenn ich die die Treppe mal Verbände hochgehst und auf laufen, die andere Seite. wenn ich die nehme, dann laufen die doch eigentlich auch selber an, oder? Also die normalen Ja. Kupferblöcke. Ja, die laufen Ja. auch selber an, Gut. wenn du sie halt nicht vorher wachst. Und der Effekt ist eigentlich auch noch schön, wenn sie selber anfangen zu. Ja, denke ich auch mal. So, ich muss aber irgendwie mein Inventar mal leer machen. Hab schon wieder. Also, du kannst halt die normalen Kupferblöcke nehmen, die halt auch zum Beispiel Treppen oder Stufen machen und die würden halt, wenn du die halt nicht vorher wachst noch, halt auch noch exposen, also halt auch da Hm. ich habe das Wort vergessen. Ja, ich Ja. verstehe schon, was du meinst. Ah, es ist manchmal so, vor allen Dingen, wenn man den ganzen Tag irgendwelche merkwürdigen, englischsprachigen Dinge tut. So, jetzt muss ich mal überlegen. Was habe ich hier noch? Ich habe noch Kies und Stein und das Geduld. Okay, mal schnell wegräumen. Okay, muss eindeutig wieder Nachschub holen. Gebrochene Stein drin. 3. Oh, dann haben wir magnetisches Metall. Schmeißen wir erstmal hier rein. Und dann brauche ich meine Ranken. 3. Okay. Oh, Glas. Man könnte das natürlich auch so ein bisschen mixen. Hier noch so ein bisschen Kupfer nehmen. Ein bisschen was und was. Oh. Und dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen von jedem. Oh, und machen wir davon ein paar. So. Fällt schon wieder alles um und auseinander. Ich weiß nicht was, aber es ist irgendwas umgefallen.
Irgendwas ist gescheppert. Oh. Habe aber keine Lust, jetzt wieder runter zu gehen und zu gucken. Es waren eh nur meine Katzen, wenn dann überhaupt. Ich hab so eine Ahnung, was runtergefallen. Ah, Katzen sind was schön. Grummel. Oh ja. Mhm. Die Kenne ich so einiges. besonders wenn die alles Mögliche immer runterschmeißen. Okay. Gut, dann werden Ja, wir mal. oder sich denken, so, ich weck dich jetzt mal, indem ich dir in den Fuß beiße. Oh ja, das kenne Das ich am auch. 14. Ich habe übrigens So hat mein überlegt, Schultag immer früher angefangen. ich Erstmal von würde der Katze gebissen. anstatt das hier gerne mal was anderes. Ich habe ja so viele schöne Schleifstreifen. Sind die ja auch hübsch. Sind gute Ketten. Wartet mal. Man könnte da mal Ketten. Die Frage, Jetzt wieder ein Spawner. okay. Könnte man Ketten setzen, genau. Aber was dramatisch. Hm, So, ich werde mich mal verabschieden, muss noch mit den Hunden raus. macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Jo. bis zum nächsten Mal. Ja, Jupp. bis nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Hm. Musste mal die anderen Blöcke hier. Hm. Hm. Dann haben wir ja noch. Warte mal, hier könnte man ja auch noch diese Ketten Gedönse hinsetzen. So, okay. Da können wir normal machen. Den würde ich. Hm. Ah, die Kammer.
man die nicht. Oh. Es ist sehen. Wenn ich aus denen die mache, kann ich nehmen. Okay. Okay. Es ist toll, aber wichtig ist halt, dass sie nachher dann nach können. Oh. Der ist hier selber. Konzentration bitte. Oh. Ah, da könnte man eigentlich ein Flach. Hm. Einfach. Wie gesagt, so habe ich ja dann immer noch Flächen, wo ich dann halt Dinge ransetzen. So. Sammeln. So, dann gehen wir mal die Ketten holen. Eine Runde Wendeltreppe. Trendelweppe. Halt noch weiter Trendelweppen, bitte. Ist zur großen Tür. Warum habe ich eigentlich immer einen Drehwurm? Wenn ich hier auf den Server komme. So, okay. Dann möchte ich mich eigentlich daran machen, so Stück für Stück so Zahnräder und sowas jetzt langsam mal ein. Weil dann kann ich mich auch an die kleinen Detailarbeiten denn machen. Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Kette nicht so hingehend ich sie hinhaben will. Sowas kommt vor. Und dass ich natürlich wieder ein bisschen angebibbelt bin, weil ich natürlich nicht auf einem Gerüst sneaken kann, was ich aber tun muss, um diese Ketten hier. Oh. Okay. Das Schöne ist, man kann dann hier auch noch quasi in den Felsen rein und natürlich das Haus
wesentlich größer machen, als es natürlich ist. Draußen erscheint. Ja, okay. Ja. Gut, okay, dann haben wir hier schon mal das Dach drauf. Ja, das ist wirklich nicht gut. Also, momentan scheint sowas auch wieder zuzunehmen. Also, was ich da teilweise so in einer anderen Community lese, ist das momentan richtig krass. Also, dass Server gehackt werden und das ist nicht mehr schön, sowas. Aber wie gesagt, deswegen schreien wir halt Sicherheit das A und O und der ist also auch nichts für zu teuer, damit ihr halt sicher auf dem Community-Server spielen könnt. So, okay. So, hier jetzt. Koppel. Reich. Und ja, Oh. es ist auch ziemlich oft ein Admin da und der wird wahrscheinlich merken, wenn jemand drauf Genau. ist, der nicht drauf gehört. Ja, weil viele sagen ja dann auch immer so, und warum muss man bei euch was zahlen? Und ich sag mal so, wie gesagt, das ist ja im Grunde genommen dafür, dass ihr den Kanal, sprich das Team ja mehr oder weniger mit der Mitgliedschaft unterstützt, also entweder Stufe 1 oder 2. Also bei 2 haben wir uns gedacht, gibt es für euch halt als Belohnung quasi und als Dankeschön den Community-Server. Und mein Team, wie gesagt, deswegen im Grunde genommen habe ich das, sagen wir mal, so ein Miteinander verbunden. Ganz einfach aus dem Grund, weil mein Team wirklich eine Menge und das unentgeltlich für euch macht. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Admin auf dem Server, den ihr ansprechen könnt oder im Discord. Es ist eigentlich immer, egal Discord oder auf dem Server, jemand, den ihr erreichen könnt. Entweder vom Bauteam oder was auch immer. Des Zweitens haben wir wie gesagt, einen Server-Admin halt, der sich um diese ganzen Sicherheitslücken und dergleichen kümmert. Der macht das auch unentgeltlich. Aber wie gesagt, also ich sag mal so, alles, was hier quasi ja in den Server reinfließt, das geht auch Tatsache in das Projekt halt wieder hinein. Also nicht nur hier, sondern auch in Momentum, weil das ist, wie gesagt, ein stabiler, sicherer, großer Server, auf dem unsere Projekte laufen, der natürlich auch dementsprechend professionelle Leute dran hat, die sich darum kümmern, dass das natürlich funktioniert für euch. Und ja, was soll ich sagen? Und wenn ich mir überlege, wie viele Nächte sich mein Team teilweise um die Ohren haut, zum Beispiel, um euch diese Teleporter zu machen, welche Datapacks können wir hier raufpacken, was können wir verbessern, was können wir machen, was können wir tun. Und das nicht nur für Java halt, Java wäre ja einfach, ne? Nein, Java und Bedrock. Wie sagt Rio wieder aber so so. schön, wer spielt denn alles Bedrock? Ja, viele Zuschauer leider. Und wie gesagt, damit das Nee, nicht natürlich alles für euch hier ist, guckt mal hier. Ja, also alleine hinter so einem kleinen, süßen Steampunk-Fuchs, der als Teleporter fungiert, hat die Mimi mal eben sich total mit diesem Plugin auseinandergesetzt. Oder ist es ein Datapack? Ich glaube, es ist ein Plugin. Und Plugin. hat das wirklich von der Pike auf quasi sich selber beigebracht. Also ihr könnt euch vorstellen, das war nicht so ganz einfach und wie gesagt, also alleine für solche Dinge. Und dann
muss das natürlich alles nach außen hin immer abgesichert sein. Das heißt also, es kommt nicht mal eben jemand an die IP, weil hinter der IP steht eine Whitelist und vor der Whitelist und der IP steht eben die Mitgliedschaft. Das heißt, hier sind im Grunde genommen 3 Sicherheitsstufen eingebaut. Ja, damit eben wir hier nicht in Gefahr laufen. Und gegen das Hacking sind wir quasi ja auch mehr oder weniger dank Kirito abgesichert, der sich da halt immer eine Menge einfallen lässt, um das wirklich zu erschweren, dass mal eben hier Schindluder getrieben werden kann, weil ihr wollt ja hier auch in Ruhe spielen und ihr wollt ja auch nicht eines Tages kommen und dann ist was kaputt. Und wie gesagt, wir haben auch sehr strenge Regeln. Das heißt, wird jemand bei der Verletzung der Regeln erwischt, egal welche es auch immer ist, der fliegt sofort. Ne? Also Geld ist nicht alles, sage ich immer nur. Ne? Also auf solche Leute können wir dann auch verzichten. Weil wir haben ein Programm drauf, mit dem wir halt alles auslesen können, wer was hier wie was wo macht. Es kann hier auch kein was im Chat passieren. Also die Bedrocker, wie gesagt, die haben ja den Discord-Chat. Und wir haben den Ingame-Chat für quasi alle. Und dieser Ingame-Chat ist halt auch abgesichert. Das heißt, also es kann auch kein Gemobbe hier stattfinden, weil wer mobbt, fliegt. Ganz einfach. Ne? Also wer andere anfängt anzugreifen, zu beleidigen oder sonst wie, der fliegt hier sofort raus. Und so ist das eigentlich auch im YouTube-Chat. Da achten wir sehr drauf. Also Umgangsform halt, ne? Also mir rutscht ja zwischendurch auch mal so ein A-Wörtchen raus oder ein Sch-Wörtchen. Kann passiert. Bin auch nur ein Mensch, also wie gesagt, aber wenn einer maßgeblich jetzt jemanden anders da wirklich bedrängt oder beleidigt oder sonstiges, der fliegt sofort. Der wird auch, bei uns wird auch nicht diskutiert. Es gibt auch keine Abmahnung oder sowas. Bei uns wird nicht diskutiert, macht Ex-Hop fertig. Und ich denke Naja, kommt mal, drauf an. es spricht sich rum. Ja, ich sag mal so, bei den Dingen, die wirklich gravierend hier sind. Also, wie gesagt, die Regeln sind ja Regeln. Und an die Regeln müssen Ja, sich ja auch alle halten, ne? Also auch das Bauteam und das Team überhaupt alles. Und als gutes Beispiel, von daher denke ich mal, ist das schon gerechtfertigt. Also wenn jetzt mal aus Versehen irgendwas passiert oder so, dann, wie gesagt, das können wir ja auflesen, ne? Das ist ja nicht das Ding. Also es kann ja mal was passieren, dass man zum Beispiel die Erlaubnis hat, weiß ich, bei jemand anders hinzugehen und dann geht was kaputt. Das kann auch passieren. Man hat irgendwie das falsche Werkzeug oder erschreckt sich oder was auch immer oder der andere hat halt nicht richtig ausgeleuchtet und ein Creeper explodiert oder so. Das ist ja keine böse Absicht. Also da machen wir schon Unterschiede, ne? Aber wenn jetzt ja. einer mutwillig hingeht und etwas kaputt macht, also dann können wir auch anders, wie gesagt, ne? Und das ist halt das, was ich meine. Warum ich zum Beispiel persönlich die Java bevorzuge. Weil die Bedrocker spielen quasi auf einem, ja, modifizierten Server der Java. Also quasi in Java. Um es mal zu übersetzen. Ja. Das ist ein Java-basierter Bedrock-Server, wenn man so will, wo die Bedrocker draufstehen. So, manche Sachen müssen wir halt anpassen, so wie Mimi jetzt das Porter-Problem hatte, weil der hier, ich kann euch das ja mal zeigen, also passt auf. Der hier, der Porter, der ist nur für Java. Ne? Den können Bedrocker, glaube ich, nicht benutzen. Vielleicht macht sich die Mimi, wenn die kurz Zeit hat, mal die Mühe und kann mich ja mal ein bisschen mitnehmen. Und dann können wir euch das mal zeigen. Weil ich glaube, einige haben das noch nicht verstanden, was das mit den Portern auf sich hat. Weil ihr wisst ja, dass die Großbaustellen, die sind alle relativ Richtung World Border und relativ weit vom Spawn entfernt. Und damit wir natürlich auch Farmland und den Markt, den Tauschmarkt benutzen können, den Spawn interagieren können, zur Trading Hall kommen und nicht über die Dreiviertel-Map latschen, hat die Mimi hier ein Teleporter-System eingeführt. Wie gesagt, der hier ist, glaube ich, nur Java, ne? Das ist nur ein Java? Nee, pass auf. Der ist auch. Äh, Okay.
der ist so eingestellt, dass er halt per Command läuft und das können auch Bedrocker nutzen. Heißt, Bedrocker können sich mit dem, wo nur eine Koordinate eingegeben ist, sich speziell auf eine Koordinate ist, können die benutzen. Das heißt, könnten sich zum Beispiel, wenn du darauf klickst, als Bedrocker kann er dich zum Spawn bringen. Deswegen funktioniert das zum Beispiel auch mit den Bedrockern bei dem Trading Hall und bei der Tiki Bar, Ah, okay. Gut. dass die sich hin und her porten können. Das Deswegen funktioniert's. heißt, nur die anderen Die sind Problem besonders. Wollen wir da pass mal auf. hingehen, damit du das richtig zeigen kannst? So, Mimi holt mich mal nach und dann können wir euch das nämlich mal zeigen. Und warum wir gesagt haben, das ist sehr, sehr viel Arbeit, was hier drin steckt. Und deswegen hatte ich mich damals entschlossen, im Grunde genommen das eben genauso zu machen, wie wir es jetzt machen. Das heißt, über Mitgliedschaften zeigt ihr im Grunde genommen, unterstützt ihr mein Team, die hier alles, wie gesagt, hobbymäßig unentgeltlich machen, aber sehr, sehr viel Zeit und Mühe hier reinstecken. Ah ja, da hat sich was Also, pass auf, getan. der ist halt besonders, weil wenn du Rechtsklick machst, kriegst du in deinem Spielchat, Ingame-Chat eine, Konversation. Okay. So, das Problem ist, Bedrocker können das nicht machen, weil Mhm. die nicht mit dem Chat interagieren können. Beispielsweise halt dort mit den Tasten nicht interagieren können. Ah, Man muss stimmt. nämlich, wenn man, in dem Chat drinne ist mit dem in der Konversation, muss man mit W und S halt hoch und runter switchen, um zu sagen, in welchen Bereich man halt will. Also ich kann Und ja das können mal die zeigen, Bedrocker wie, nicht. wie, wie das ausschaut, wenn ich da jetzt Rechtsklick auf NPC. So, und dann sagt er mir hier, seht ihr das? Zum ersten Posten 300 Meter entfernt, zum zweiten Posten 2000. genau 6000 und 9000. Dann kann ich mir das aussuchen, wo ich hin will, und dann kann ich das halt Und mit der Leertaste. Und das geht halt nur mit, wenn ihr am PC sitzt halt, ne? Das ist das Problem. Ja. genau. Aber wenn ich Und deswegen habe ich sneake, extra warte mal, wenn ich sneake, wenn du sneakst, kommst du aus der Konversation raus. ah ja, jetzt ist es geschlossen. Du musst einen tiefen Knicks machen. Okay, und die Bedrocker müssen jetzt in den Keller. Das sind unsere Kellerkinder. Genau. Okay. Und da habe ich das hier so eingerichtet, dass einmal hier Westen und Osten ist und einmal Norden und Süden. Ja, Ich, füge noch halt die Schrägen mit ein. Da habe ich derzeitig nur den Posten, wo Niki, Sky und ich drinne sind. okay. Bei manchen wird halt angezeigt, ich weiß jetzt wirklich nicht, wo jeder wohnt. Okay. Deswegen habe ich, bei manchen halt runtergeschrieben, wo ich weiß, dass jemand da wohnt, damit die Bedrocker es einfacher haben, zu wissen, wo man hin muss. Okay. So, Und zum Beispiel hier sagt, hier, in der Nähe wohnen halt Hanna und Matze. Anna und Matze. Wollen wir Äh, mal hin? War schon lange nicht mehr da. Jemand da, kannst einmal auf die bitte? Druckplatte. Das funktioniert auch für die Ich guck mal, ob Java-Leute. jemand da ist. Nein, die sind gar nicht zu Hause. Oh, ich gehe mal trotzdem. So, okay, ich bin bei Anna und... Was? Sind die irre? Okay, hier ist quasi jetzt der Ankunftsort, der Teleporter wieder. Genau. Genau. Pass auf. Und wenn man halt weg will, muss man halt oben auf den Turm rauf und mit dem Magier reden. Ah, okay. Dann gehen wir doch mal auf den Turm. Ich will jetzt gar nicht Matze und Dings besuchen. Das machen wir nämlich bei der Servertour. Sondern wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem Magier. Mann, das ist ja irre hier. Da. Ui, der Herr wohnt aber hoch. Ui, Ist ein Magier. ei, ei, ei. Da habt ihr was zu klettern hier. Ich will auch gar nicht luschern, wie es unten aussieht. Die sowieso. Hallo, Hoi! Herr Magier. Cooper Ja. ist da. Der hat Was? sich hergeportet. Hallo, Cooper. Na, ein Bedrocker, der sich ausprobiert hier. Hi. Komm mal, GC in Chat.
Dann können wir nämlich besser kommunizieren, weil hier können wir eigentlich normalerweise über Invoice reden. Bei mir ist, glaube ich, schon wieder doppelt. Nee, ich hab's auch. So. Ja, komm mal rein da. So, das heißt, hier ist jetzt sozusagen der Herr Teleporter wieder. Genau, und Das ist der mit jedes Biom hat Command. jedes Biom hat halt einen anderen Skin. Ah. Und das ist der Du wieder, kannst zum der so wie Beispiel der Steampunk-Fuchs. Der hier. genau. Wir haben nämlich auch einen Turm bei uns in der Nähe, also bei dir in der Nähe. Mhm. Der ist etwas nördlich. Okay. Von dem aus kannst du auch zu dir. Musst du nicht Okay. immer halt den Frosch nutzen oder so. Okay. So, dann warten wir mal auf Cooper, ob er kommt. Ist schon Ja. da. Ah, nicht Hi. hier an der Kirche. Rechtsklick auf den NPC machen. Das ist unser Test, Cooper. Beispielsweise halt, wenn du wie ein Trapdoor halt Da auf und ist zu er. machen würdest. Hallo. Genau. Also Hat so geklappt. können die halt das nutzen, wenn es halt nur auf einen speziellen Command, beispielsweise ein Das Punkt ist cool. spezialisiert ist. Das heißt, im Grunde Das können die genommen Bedrocker müsst nutzen. ihr euch eigentlich nur merken, im Grunde genommen, welche Farbe quasi zu euch führt und eigentlich, ja, wenn ihr quasi einen Porter habt, im Grunde genommen Mimi sagen, pass mal auf, ich bin der Magenta Fritzi oder der gelbe Fuzzi oder was auch immer. Ja, und ich habe extra bei den einzelnen Türmen auch unten im Boden die einzelnen Himmelsrichtungen markiert. Das heißt, die wissen genau, in welche Richtung halt welche Himmelsrichtung ist, wie Norden, Süden, Osten und Westen. Das ist gut. Ist das verständlich für einen Bedrocker? Super. Ich habe einfach nur einen Linksklick drauf gemacht. Ja, das war ja auch der Command. Jetzt müssen Ja. wir mal gucken, was war hier. Autsch. Ah, ich vergesse immer, wenn du hier rumhüpfst, dass ich im Survival bin. Mann. Au. Ich arbeite halt. Autschen. Okay, was gibt's noch Neues? Mm, Was? Ach so, die Mimi ist übrigens auch unsere-jenige, die uns das mit den Rucksäcken ermöglicht hat, weil die Bedrocker nämlich super. diese Bündel nicht nutzen konnten. Und dann hat die Mimi sich gedacht, dann schaffen wir eine Alternative und ja, Die einzige Problematik halt ist, eigentlich sollte man die halt per Rezept haben. ja. Funktioniert aber derzeitig nicht. Wir wissen nicht genau warum. Es scheint wohl irgendwas inkompatibel zu sein mit den Plugins, dass da irgendwas von ihnen funktioniert. Deswegen habe ich das per NPC eingefügt. Das heißt, ihr müsst halt zu Bubus Haus am Spawn gehen und interagiert halt mit dem NPC Bubu. Genau. Ui. Und der tauscht quasi gegen Level, habe ich mal vernommen, Level Genau. gegen Rucksäcke. Das heißt, ihr müsstet schon ein paar Level haben, damit ihr das kriegt. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Um alle Rucksäcke mit einmal kaufen zu können, müsst ihr mindestens 6 Level haben. Also ihr seht, auch nicht allzu teuer. Alles im vernünftigen Rahmen. Mhm. Und jeder Rucksack ist halt, weil das Problematik ist, dass wenn man zu schnell klickt vor allem, dass man halt 2 gleichzeitig kauft und die halt dann verlinkt sind, weil die halt sich stapeln. Deswegen habe ich gemacht erstmal, dass es halt immer nur einen gibt. Genau, es gibt einen großen, einen kleinen und einen mittleren, den ihr werben könnt. Heißt im Grunde genommen 3 Rucksäcke, aber verschiedene Größen. Genau. Ja. Es ist cool. Der Der Schaut mal größte hier. hat halt 54 Slot, also halt so wie eine Doppelkiste. Es ist der große, den hab ich. Schaut mal. Das Genau. ist der große. Der mittlere hat 3 Reihen, 3 mal 9 und der kleinste hat nur eine Reihe, also nur 9 Slots. Jo. Und das Schöne ist ja, die kann man ja auch aufsetzen. Ah, jetzt bin ich ein Fuchs. Meine Möglichkeit ist halt auch,
verschiedene Rucksäcke reinzufügen mit verschiedenen, Texturen auch. Das sind dann wieder auch individuelle, Rucksäcke. Genau. Problematik ist halt bloß, ich muss wirklich gucken, dass ich halt auch die Textur extra für Bedrock immer einfügen kann. Ja. Dafür brauche ich immer 'ne extra Textur-ID. Also wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie gesagt, warum wir gesagt haben, das ist natürlich hohe Kunst. Also für mich ist ja sowieso alles, was ihr hier anstellt im Hintergrund mit Techniken und Redstone und Command und hast du nicht gesehen, ist sowieso alles böhmische Dörfer. Aber wie gesagt, und sowas will natürlich auch vernünftig geschützt sein und immer gewartet, weil wir haben ja auch, wie gesagt, dieses Farmland, wo natürlich zum Beispiel auch immer die Menschis von meinem Bauteam im Gange sind, das aufzufüllen, zu reparieren, zu verfeinern, zu verbessern. Also jederzeit immer jede Menge Arbeit haben hier. Und ja, deswegen ist halt Sicherheit hier das oberste Gebot. Und wie gesagt, die machen das hier alles freiwillig. Die stecken hier Stunden. Ihr wollt gar nicht wissen. Wir sollten Mimi echt mal fragen. Sag mal, Mimi, wie hoch Nein, sind... ich habe kein Leben. Wie... Genau. Hast du überhaupt noch ein Leben? Gehst du überhaupt mal schlafen? Du wohnst hier. Ja, sie wohnt hier. Ich auch. Zwischendurch ja. Manchmal werde ich auch ins Bett gejagt. Ja. Siehst du, das ist die Windmühle, die ich gebaut habe. Simpel, einfach. Eine Kenshin-Mühle. Jo. Der Mimi. Beim Bahnhof befindet sich auch schon der Hinweg zu dem Porter. Bloß beim Porter befindet sich noch nicht der Bahnhof. Ah, okay. Also noch nicht die Technik, Okay. dass man halt wieder zurückfahren Aber kann da und so. hat Das sich, muss noch. sich auch schon eine Menge getan. Also wie gesagt, die entwickeln auch das System hier mehr oder weniger weiter. Und wenn der Server halt umgezogen ist und der Rest dann funktioniert, was wir hier momentan noch nicht so paletti gekriegt haben, weil da müssen wir noch mal ran. Dann gibt es natürlich auch alle möglichen Spielereien und besondere Dinge natürlich auch, haben wir vorgesehen fürs Nether und fürs End. Deswegen sagen wir auch immer, wenn ihr solche Graudinger, wie es letztens vorgekommen ist, ausnutzt, macht es bitte nicht. Weil, das, Es ist unfair ja, es ist und nicht gegen nur, die Regeln. es ist gegen die Regeln und zweitens mal nehmt ihr im Grunde genommen den anderen ja die Möglichkeit, das später zu erleben. Weil wir sind noch, wie gesagt, also noch nicht so weit. Wir werden das auch am Anfang so machen, dass dieses Nether zum Beispiel auch nur mit Berechtigung dann zugänglich ist. Erstmal, damit ihr sicher arbeiten könnt und die anderen dann nicht wieder ihr Schindluder treiben. Weil das war etwas ein bisschen dumm gelaufen. Aber es gibt immer welche, die natürlich solche Lücken ausnutzen und austesten. Für die Wissenschaft, ne? Also Basti, lass ich hier garantiert noch nicht rauf. Nein! Yeah. Cooper hat sich zu Ziggy-Bau und einmal zurück teleportiert. Jo. Auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr hier die Zugtickets holen und also unten Da darf man quasi aber auch nicht so schnell klicken. also unten im Bahnhof quasi sind jetzt die anderen Teleporter mehr oder weniger in Arbeit. Wenn ich das richtig. So. Okay. Gucken wir doch mal. Weil heute haben wir genug gebaut. Hey. Das hat sich hier schon deutlichst verändert. Das ist viel heller Ja, und freundlicher. Disaster mochte das Design nicht und hat es einfach mal umgeändert. Jo. Ne, ist doch okay. Ich finde es auch besser. Es ist heller. Es ist heller. Ja. Okay, das heißt, hier kommt dann... Okay, hier kann man dann zu Mr. Porter fahren. Genau. Okay. Juhu. Also wie gesagt, die Technik hin ist soweit fertig. Die Problematik ist nur, wenn man kommt da nicht zurück. ist, naja, man müsste halt nur das Minecart dann abbauen. Ja.
Also wie gesagt, es ist halt noch im Bau. Also wenn Dinge noch nicht ganz so funktionieren, dann wisst ihr, die Sachen sind noch im Bau. Ups. Ich bin ausgestiegen, weil ich im Spectator bin. Hui, Achterbahn. Juhu! Ja, ich musste gucken, weil da im Untergrund was gebaut wurde von Blocknah und ich das nicht kaputt. Ja, ist doch gut. Hier sind nämlich lauter Geheimnisse, von denen ich doch nicht mal eine Ahnung habe, überall. Also wenn ihr da wirklich mal so im Untergrund unterwegs seid oder so seid, wie gesagt, hier im Spawn-Bereich geht's eh nicht, aber ja. Und hui, wieder nach oben. Sehr schön. Hopp. Du musst, wie gesagt, das Minecart abbauen, wenn du wieder zurück willst. Okay. Aber an sich sollte das ja nicht so sein. Genau, und hier ist wieder der Herr Porter. Der wohnt hier. Und zum Beispiel, um zu dir jetzt wieder zu kommen, zu deinem Sumpf, Mhm. müsstest du den äußersten Punkt im Osten nehmen. Den äußersten Punkt am Osten. So, Also die 9000. okay. Da. Okay, und Enter tue ich mit Leertaste. Leertaste. Okay. Zum ersten, zweiten oder zweiten oder dritten Posten. Dritten. Ich bin im dritten. Okay, Enter und jetzt bin Weil ich. der hat, das Ah, ist der einzige, der halt im Sumpf ist, also beim Sumpf ist und der hat halt ist auch halt einer der einzigen, der halt diesen Skin dann hat. Okay. Er hat einen Sumpfskin. Ja. Er hat sich wieder geportet. Ja, hab euch nicht mehr gefunden. Das macht ja nichts. So, und wenn ich jetzt auf meine Karte gucke, dann könnte ich jetzt rein theoretisch rausfinden, wo ich lang muss. Genau, du musst jetzt wieder in den Süden, um zu dir direkt zu kommen. Ich muss in den Süden. Du musst nämlich in die Richtung. Also, Und wie gesagt, hier unten zum Beispiel auf dem Boden befinden sich halt die Osten, Buchstaben. O wie Osten. Und S wie Süden. Und Damit tschüss. man halt weiß, wo die Himmelsrichtungen sind. Du musst einfach nur ganz geradeaus hier einmal komplett durch den Sumpf durch. Ah, wie schön. Ja, ich habe noch überlegt, ob ich vielleicht einen direkten Weg zu dir baue. Zum Beispiel von hier aus, wenn du ganz leicht nordwestlich gehst, hast du Harald, Fatma, Ecki und all. Okay. Wenn Bist ich du da jetzt? einfach geradeaus laufe, komme ich direkt nach Hause. Ich habe Bubu verloren. Bubu läuft einfach geradeaus. Genau. Immer mitten durch den Sumpf. Na ja. Kannst ja den Jump'n'Run Mal ja mal ausprobieren. eine Straße machen. Kann den Was? Jump'n'Run ausprobieren. Ja, mal Hallo, eine Straße Kali. machen. Ja, ja. Brr, brr. Brr, brr, sagt er immer. Kann den Jump'n'Run probieren. Hey. Nicht gespannt. Okay, jetzt bin ich hier mit der anderen. Okay, ich habe so eine Ahnung, wo ich. Okay, ich bin. Ja, das ist die zweite Ebene. Das zweite Gelände, wo es später weitergeht. Und da oben, da oben ist das Jump and Run? Okay. Ja, du siehst das schon auf der Karte. Mhm. Jetzt habe ich euch schon wieder verloren. Wie kann ich euch verlieren, wenn ich euch gerade hatte? Bubu, es gibt 'n Wasseraufzug. Das heißt, du kannst einmal rumgehen, den siehst du auch gleich. Okay, ich suche was auf.
Bin ich aber gespannt. Gut. Hey, okay. Was? 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 Genau, der Was? Wasserbahn. Was? Okay, das heißt, es gibt eine Zugverbindung hier. Ja, zurück, ja. Hui. Stehen geblieben. Die- Obwohl eigentlich ist das ja hier der Endpunkt. Ei. Wenn man runterfällt, ist man tot. Nein, weil Nein. man im Wasser fällt. So Kaya hat wie das ich. extra so gebaut, dass man im Wasser rein kann. Ich habe sogar noch extra Wasser gesetzt nebenan die Flanke von dem Berg, weil da war es kritisch. Zurück kommt, Ach, wirklich? also in diese Richtung kommt man nicht. Ach stimmt, der Sneakweg kommt ja gar nicht durch. Das ist falsche Richtung. Na egal. Bubu. Au. Ja, genau. Ball ins Wasser und schwimmt zurück. Ich habe noch keine Minecarts hingestellt. Ich muss mir den Zug zurückfahren. Du könntest, der Sascha fragen, ob er da nochmal so ein System baut. So War auch ein, mal eine Idee. Da. Ui. Was ist denn hier hinter meinem Berg entstanden? Was? 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 Das wird die Kupferfabrik. Okay. Im Untergrund ich baue noch Ich sag ja, ich Etagen darf hier drunter. keinen Tag fehlen. Jedes Mal steht hier irgendwas Neues. Vorsicht, hier ist noch nicht komplett ausgeleuchtet, daher ist es manchmal ein bisschen problematisch, weil es hier noch Monster gibt. Okay, warte. Ich habe nicht komplett alles ausgeleuchtet. Ich Mensch, hatte mir schon oder? überlegt, dass ich mir Kuschelfreund. gelben Beton mache. Und dann macht Bonnie bei Bögen noch ein bisschen Ausgleich mit gelbem Ui. Beton. Achtung, Kuschelfreund. Ja, Schaffen wir? Die Nerven. Die machen die Fabrik kaputt hier. Geht mal gar nicht. also, ich baue das noch so, dass halt im Untergrund ein paar Ebenen sind, wo du dann deine Kupferblöcke aufstellen kannst. Boah, guck mal, mit Kessel. Mit allem. Drum und dran. Und ich baue da so kleine Fitzeldinger. Ich muss größer bauen. Bubu, das ist schon Mimi groß, Mimi klein. Also ist Mimi klein, ja. Mimi baut dann nämlich noch viel größer. Okay. Dann nehmen wir mal die Abkürzung durch den Berg. Hier kommt noch eine Brücke hin, deswegen Sehr schön. war noch die Planung. Ja, jetzt sind wir wieder im Grunde genommen bei dem hier. Ja, ich habe nämlich auch überlegt, also, dass ich Teile natürlich dann auch in Ziegelstein und so bauen werde. Das wird doch mal lustig. So. Okay. Also wie gesagt, Stück für Stück entsteht hier natürlich das total durchgedrehte, bekloppte, was auch immer, in momentan noch relativ nackt und dekoarm, sag ich mal. Das wird sich aber ändern und ja. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Irgendwie, was ich gut finde. Ja, wo seid ihr denn? Spectator. Hinterm Berg. Mhm. Also wie gesagt, momentan sieht das alles der noch ein anderen bisschen Seite. komisch aus, aber das wird. Das, was ich auf jeden Fall machen werde, weil morgen ist ja Sword Pixel wieder dran, ne? Weil morgen ist Donnerstag. Da kann ich mich dann wieder mit den ganzen Mods rumärgern. Und wieder einen Nervenzusammenbruch kriegen oder was auch immer. Auf jeden Fall sind wir am Freitag wieder hier und dann werde ich mich dran machen. Und zwar an den Kran, der hier rein soll. Also hier, wie gesagt, soll ein Kran rein, ein großer. Und dann Stück für Stück anfangen, auch diese ganzen Zahnräder hier ranzukleistern. Und dann gehen wir immer mehr jetzt ins Detail.
Also sobald hier quasi innen drin das gemacht ist, dann kommt quasi die nächste Ebene dran. Ne? Das heißt also, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, weil der Kran braucht auch einiges an Platz hier. Ob wir hier innen drin vielleicht doch noch was verändern oder verbreitern müssen. Das kann gut passieren. Ich habe so die Befürchtung, dass das so sein wird. Auf jeden Fall, wie gesagt, kann sich dieser Windmühlenflügel jetzt drehen, dadurch, dass wir da das Stück Wand und alles rausgenommen haben. Das, ja. Und dann kommen halt, wie gesagt, die ersten Zahnräder dran und die ersten Kettenzüge und Kräne und hast du nicht gesehen. Also so Stück für Stück steigen wir jetzt in das, was wir gebaut haben, ins Detail ein. Das wird eine ziemliche Frickelarbeit und ich werde wahrscheinlich öfters mal jetzt unterwegs sein, mir Material zu besorgen. Ja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben es jetzt gleich Mitternacht. Kann schon wieder gleich Guten Morgen sagen bei euch. Ich werde euch jetzt in die Nacht entlassen und ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Zuschauen, wie wir hier alles gebaut haben. Ein bisschen, was wir hier auf dem Server jetzt an neuen Dingen wieder haben. Wie gesagt, unser Porter-System, was sich immer weiter verfeinert. Dann unsere Rucksäcke, die wir haben. Alles immer für Bedrock und Java. Und ja, ich danke auch Cooper, dass er eben Testkaninchen gespielt hat und geguckt hat, ob es alles funktioniert. Das heißt, es funktioniert, weil Cooper, wie gesagt, kann auch immer mit Bedrock hier noch mit rein. Und Christa geht jetzt auch schlafen. Gute Nacht. Die war nämlich hier auch die ganze Zeit mit ihrer Base am Bauen. Also wie gesagt, die anderen Bases werden wir irgendwann dann mal besuchen gehen und mal gucken, was die alles so bisher da gebaut haben. Das möchte ich aber machen, wenn die Leute dann auch zu Hause sind, damit sie natürlich uns auch zeigen können, was da alles so anzugucken gibt halt, ne? So, okay, also, ich danke für alle Abos, alle Likes. Und wie gesagt, also, ja, mit der Unterstützung, wie gesagt, haben wir euch auch erklärt, also, dass das hier keine Geldmacherei ist, weil, glaubt mir, man kann da wirklich nicht von leben. Da kann man hier die verrückten Projekte finanzieren, mehr auch nicht. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns natürlich über jeden, der hier Lust hat mitzuspielen. Ich werde Mitte des Monats werde ich nochmal 5 Mitgliedschaften verschenken. Dann könnt ihr hier im Probemonat schnuppern kommen und mitspielen eine Runde. Warum nicht? Vielleicht gefällt es euch so gut, dass ihr hier gleich bleibt. Ja, und schön. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten, wie gesagt, sage ich jetzt wirklich gute Nacht, weil meine Hundis müssen noch mal raus. Ich muss jetzt raus in die kalte, nasse Nacht. Mhm. So, und ihr ab ins Bett. Schlaft schön. Nachti, bis morgen.